Okay, herzlich willkommen an die YouTube-Zuschauer. Hello at the session. I will mute myself now in the session, in the team session. Und jetzt bin ich nur noch für euch verfügbar im YouTube-Stream. Hi zusammen. Wir sind heute hier, um ein ganz tolles Event zu veranstalten mit den Bosch-Bewerbern, die natürlich nicht nur Deutsch sprechen, deswegen habe ich gerade kurz ein bisschen Englisch gesprochen. Ich kann aber euch im Chat lesen, ich kann den Chat von Bosch lesen. Und ja, wir machen heute ein paar kleine Coding-Challenges, um genau zu sein, 3 Stück. Und diesmal wirklich ausschließlich mit C++. Das heißt, es wird heute einen Coding-Livestream geben mit C++ only. Und ich habe Alexander da bei uns. Ihr könnt ihn noch nicht sehen, aber ihr könnt ihn hören, wenn er spricht. Hi. Hallo zusammen. Ihr kennt ihn auch schon. Und ich gucke immer so ein bisschen nach rechts, beziehungsweise für euch nach links. Denn er wird mit mir heute gemeinsam das Ganze kommentieren. Und er wird auch ein bisschen die Team-Session begleiten, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass ich quasi nicht die ganze Zeit switchen muss zwischen Englisch und Deutsch. Das ist heute so ein kleines bisschen organisatorisch witzig, was wir da haben. Genau. Ich würde vorschlagen, wir warten noch ganz kurz und ich warte natürlich auch nochmal eure Fragen ab bezüglich der Coding-Challenges. Ihr kennt die wahrscheinlich. Die findet ihr, also die Challenge-Website findet ihr aktuell hier. Da könnt ihr draufgehen, sozusagen, und einfach mal ein paar Challenges lösen. Die Bosch-Challenges findet ihr noch nicht. Die werdet ihr nachher bekommen. Denn die sind diesmal wirklich nur für die internen Bewerber da. Okay, jetzt wird gerade hier noch im Chat gefragt nach dem Stream. Den werde ich noch ganz kurz den armen Menschen posten. Habe ich nämlich noch nicht rein. Der Hoffnung, dass sie nicht reingucken. In der Hoffnung, dass sie nicht reingucken. Das ist eigentlich ein gutes Argument. Ich sollte das nicht tun, ne? Zu spät. Ja, zu spät. War jemand anders schneller. Wunderbar. Also, es kann losgehen. Dann schauen wir mal, ob alle Fragen beantwortet wurden derzeit. Genau. Wir haben einige Code-Plattformen. Genau, ja, okay. Also scheint soweit zu funktionieren, denke ich mal. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Bildschirm, denn ihr dürft ja schon sehen, was unsere erste Challenge ist. Dürfen Sie das schon sehen? Ich glaube noch nicht, oder? Eigentlich Eigentlich nicht. Starten wir? Ja, theoretisch in 5 bis 10 Minuten. Was ist der Sinn dieses Streams, beziehungsweise das Ziel? Ja, der Sinn ist vor allem, dass Alexander dieses Mal noch mit seinem unfassbaren C++-Wissen euch ein bisschen bereichern kann, mich ein bisschen bereichern kann, denn er arbeitet ja in genau diesem Bereich. Er ist auch gleichzeitig Recruiter, also er arbeitet sehr viel mit C++, er arbeitet sehr viel in C++ und mit Bewerbern. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel rausgewinnen. Und Wir haben ja, genau. dieses Mal tatsächlich auch die Fragen, also zumindest die Frage 2 und die Frage 3, ein bisschen an das angepasst, was einem Bewerber oder beziehungsweise einem Kandidaten, der bei uns dann tatsächlich auch arbeitet bei Bosch, so im Alltag passieren könnte. Also Fokus Embedded nahes C++. Genau. Ich schreibe mal ganz kurz zurück, dass die Challenges noch nicht freigegeben sind. Und ich brauche noch ganz kurz den Link einmal, damit auch die Leute die Challenges bekommen. Tja, wenn ich jetzt den Link in den falschen Chat poste, dann haben wir natürlich ein Problem. So. Okay, also, genau, warum eigentlich bei euch C++? Vielleicht beantworten wir die Frage mal vorweg, bevor im Chat Langeweile aufkommt. Sehe ich mich eigentlich irgendwann auch noch im Video? Technische Frage vorab. Ich kann dich gerne reinziehen, aber dann wärst du hier an der Seite vom. Also ich kann dich reinziehen, das ist kein Problem. Das ist wahrscheinlich für die Zuschauer Genau. angenehmer, als ich bin hier immer die seltsame Stimme aus dem Off, der da krächzt, weil ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe mir noch eine Dann machen wir das doch so. hartnäckige Erkältung eingefallen. So, das sieht doch gut aus, oder? Ich sehe es ja erst zeitverzögert. Jetzt Ja, sehe ich mich. Jetzt siehst du dich extra groß. Genau. Genau, Frage, warum C++?
Also hat natürlich ist schwierig jetzt in einem Satz zu beantworten, aber generell ist es so, C bzw. C++ hat im Embedded-Bereich einfach zum einen aus historischen Gründen eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Also wer zum Beispiel auch zu Hause, ich weiß nicht, mit einem Arduino oder irgendwas, was für sich selber so kleinere Projekte bastelt, wird es doch typischerweise mit einem C oder C-artigen Derivat zu tun haben. C++ ist relativ, ja, werde ich den meisten von euch nichts Neues erzählen, ist sehr hardwarenah, ist fast auf jeder Plattform irgendwie ein Compiler verfügbar. Im Embedded, gerade im Automotive, war es historisch so, dass man ursprünglich sehr stark aus der C-Richtung kam, dann aber einfach mit der Größe der Projekte irgendwann gemerkt hat, reines C wird dann doch irgendwann immer schwieriger, auch weil es softwarearchitekturell einfach weniger Möglichkeiten bietet. Deswegen heute ist C++, würde ich sagen, vorsichtige Aussage, fast so der de facto Standard, was Embedded Software im autonomen Fahren, Fahrerassistenz angeht. Das heißt aber natürlich nicht, dass bei uns ausschließlich mit C++ gearbeitet wird. Also gerade zum Beispiel in der Domäne Artificial Intelligence, Database Algorithms, Machine Learning wird auch viel mit Python gearbeitet. Wenn ich natürlich auch noch irgendwie Cloud-Umgebung oder sowas dabei habe, natürlich auch die üblichen Verdächtigen Azure, AWS und Co. Aber die Embedded Software, die nachher auf der ECU, also auf dem Steuergerät, was eben bei euch im Auto irgendwo eingebaut ist, läuft, die ist fast ausschließlich mit C und C++ geschrieben. Assembler in seltenen Spezialfällen hat bei uns jetzt eher eine kleine Rolle. Also Inline-Assembly machen wir selten. Mhm. Und deswegen, ich wurde vorher auch gefragt, wie ist denn das so von der Verteilung? Ich spreche jetzt natürlich nicht für ganz Bosch, sondern ich spreche jetzt wirklich für den Fahrerassistenz autonomes Fahren-Bereich. So Pi mal Daumen 80-90% der Softwareentwickler arbeiten zumindest regelmäßig mit C und C++. Wie gesagt, wenn jemand natürlich so eine Cloud-based Simulationsumgebung entwickelt, dann wird er das wahrscheinlich mit was anderem tun. Aber die Entwickler, die jetzt an einem serienfähigen Produkt, die Ahnung, eine Parkfunktion entwickeln oder einen neuen Überholassistenten, die werden, wenn sie jetzt nicht gerade das Artificial Intelligence-based Teil sind, es typischerweise mit C, C++ zu tun haben. Und ja, das ist im Endeffekt auch der Grund, warum heute die Challenges in C++ only sind. Was eine interessante Möglichkeit eröffnet hat. Ich beantworte noch mal ganz kurz die Frage. Da kam gerade auch die Frage, wie intensiv wird C++ im Unternehmen gefordert? Gut, wie gesagt, das hängt natürlich von der Position ab. Also wer sich auf eine Data Scientist Stelle bewirbt oder Cloud Architekt werden will, C++ ist in der Regel immer gern gesehen, einfach in dem Sinne, selbst wenn ich eigentlich ja, Artificial Intelligence Bereich arbeite, wenn ich C++ kann, so rudimentär, dann kann ich natürlich mit mehr Kollegen zusammenarbeiten oder verstehe leichter, was die getan haben. Aber die globale Aussage ist schwierig, weil es hängt dann einfach von der Position ab. Aber wenn es natürlich ein C++ Embedded Entwickler ist, dann ist natürlich auch die Forderung, dass er mit C++ umgehen sollte, verständlicherweise da. Auf jeden Fall. Also gerade, weil ihr eben so viel Embedded macht. So, ich würde jetzt mal die Challenge enablen, dann geht's los. Okay, guys, the first challenge is enabled. You should see the challenge Pascal's triangles. We'll just quickly maybe go through it with you. There's a description in English and in German, so you should be able to read through it. And yeah, basically that's the first challenge. And you have time until 6:15. No, 5:45. Sorry. So 5:45. Perfekt. Okay, jetzt für meinen deutschen Stream wieder. Jetzt kann ich dich auch wieder hier zeigen. Ich musste kurz die Challenge enablen und kann dich jetzt auch wieder zeigen. So, jetzt sehen wir hier quasi alles so nebeneinander ein bisschen. Ich hoffe, das geht klar für meine Zuschauer. Ich mache das mal eben noch mal kurz hier ein bisschen hübscher. Wunderbar, so ist viel besser. Okay, also, das ist jetzt natürlich ein bisschen verschoben. Moment, wo bin ich?
Während du einstellst, beantworte ich mal kurz die Danke. Frage mit KI-Entwickler für Assistenzsysteme. Ja, also im Fahrerassistenz bzw. autonomen Fahrenbereich haben KI oder datenbasierte Ansätze inzwischen eine relativ hohe Relevanz. Also insbesondere beim zum Beispiel alles, was auf Video beruht. Also Fußgänger erkennen, Fahrspuren erkennen, Tiere erkennen, Verkehrsschilder erkennen. Wo kann ich fahren? Was ist dort ein Hindernis? Ist das, was da auf der Straße ist, eine Plastiktüte oder ist es ein Stahlträger? Kann ich das überfahren? Für solche Fragestellungen wird ziemlich breit, nicht ausschließlich, aber ziemlich breit inzwischen auf KI-basiert, also Stichworte werden, für wer sich damit ein bisschen besser auskennt, Neural Networks, CNNs gesetzt. Und es gibt, also ich glaube, da verrate ich auch jetzt kein Geheimnis, durchaus auch Serienprodukte, also sprich Systeme, die in Autos auf der Straße rumfahren, wo solche Sachen drin sind. Mhm. Durchaus, natürlich. Also ich meine, gerade CNNs helfen natürlich auch, Bilder einzuschätzen. Wobei unsere Challenge jetzt nicht ganz so viel mit Bildern zu tun hat, aber ja, für die Frage natürlich super relevant. Genau, Genau. also ich gehe mal ganz kurz über zur Challenge, wenn das für euch alle in Ordnung ist. Und wir sehen hier eine erste Challenge namens Pascal's Triangles. Das ist erstmal eine Challenge, die ihr vielleicht aus dem Mathematikbereich seht oder kennt. Was heißt Challenge? Eine Aufgabe aus dem Mathematikbereich. Und zwar mit den Pascal'schen Triangles kann man die, ursprünglich waren sie mal für binomische Formeln gedacht. Aber in der Praxis kann man das natürlich so groß machen, wie man möchte. Das heißt, was man berechnet, ist im Endeffekt für eine gegebene Stufe der Triangles, für eine gegebene Stufe n gleich 0 fangen wir an, da kommt einfach nur 1 raus. Für n gleich 1 haben wir 2 Einsen an die Seite einfach gequetscht. Für n gleich 2 quetschen wir wieder 2 Einsen an die Seite, aber diese 2 ergibt sich, indem wir 1 und 1 zusammenrechnen. Für die nächste Stufe, also n gleich 3, wird es schon ein bisschen komplexer. Wir machen natürlich wieder an die Seiten die Einsen dran, aber wir rechnen hier zusammen 1 plus 2, das wäre die 3 hier, 2 plus 1, das wäre die 3 hier, und dann kommt, wie gesagt, an die Seite wieder eine 1. Und für die nächste Stufe, n gleich 4, kommt eben hier wieder die 1 und die 3 zusammen. Was 4 wäre an die Seite, kommt selbstverständlich wie immer eine 1. Und die 3 und die 3 zusammen geben eine 6 und die 3 und die 1 geben eine 4 und an der Seite ist wieder eine 1. Und das kann man natürlich so viel machen, wie man möchte. Ich beantworte mal ganz kurz die Frage drüben im Chat. What is the code to be entered to type the code? Was? There shouldn't be any code. Okay. Die Frage. Ja, genau. Das ist durch die Präsentation, glaube ich, beantwortet. Gut. Also, im Endeffekt, Pascal's Triangles werden mathematisch natürlich sehr, sehr stark verwendet, aber der Sinn davon ist natürlich, ich kann das Ding algorithmisch erstellen. Das heißt, ich kann im Sinne von diesem Triangle so große Bäume bauen, wie ich möchte. Und jetzt kann ich natürlich hier nicht nur bis n gleich 4 gehen, sondern bis n gleich mehrere tausend. Da aber diese Zahlen sehr groß werden können, haben wir hier gesagt, okay, wir machen irgendwo mal einen Cut. Das heißt, die Antwort soll modulo 10 hoch 9 plus 7, also modulo dieser wunderschönen Zahl hier gerechnet werden. Das wäre immer die Division durch die Zahl und davon dann eben den Rest genommen, damit wir eine Zahl haben, die maximal so groß ist wie die hier, minus 1. Also, Pascal's Triangle ist recht easy. Und wo ist das JavaScript-Emoji? Das ist tatsächlich ein guter Punkt. YouTube limitiert mich, was Emojis angeht. Aber was die Pascal'schen Triangles angeht, die kann man natürlich implementieren, wie man möchte. Und in unserem Fall haben wir gesagt, okay, wir machen die jetzt mal mit C++. Allerdings nicht nur einmal, sondern mit bis zu 100 bzw. 1000 Testfällen und mit einer Zahl n bis zu 1000. Also sprich, diese Stufe hier darf bis zu 1000 groß werden. Achso, ja, genau. Die Challenge sollte bei dir auch noch gelockt sein. Das ist die Challenge, die ausschließlich für die Leute bei Bosch verfügbar ist. Ihr kriegt die danach. Nach dem ganzen Livestream habt ihr natürlich die Chance, die auch zu lösen. So, jetzt, wie würdest du diese Challenge angehen? Beziehungsweise hat sowas überhaupt Praxisrelevanz? Fangen wir doch einfach mal so an.
wäre jetzt tatsächlich, also ich habe ja schon ein bisschen mitgelesen, im Chat hat auch schon jemand geschrieben, schreit doch nach Rekursion. Muss ich ein bisschen lachen, wäre nämlich tatsächlich sowas im Informatikstudium, wäre genau das so die Idee gewesen. Ja. In der serienreifen Embedded Software würde ich Rekursion so gut es geht vermeiden, weil das zum Beispiel so ein Thema ist, bricht sie ab? Wann bricht sie ab? Was kann mir da irgendwie der Stack überlaufen? Also in der Praxis wäre jetzt so Rekursion eher ein Thema, was ich vermeiden würde oder zumindest mal mit Vorsicht anfassen und nur, wenn es gar nicht anders geht, verwenden. Also ich würde hier also in einem Automotive-Serienprojekt, gut, da kann man sich fragen, wofür müssen wir da Pascals Dreieck ausrechnen. Du hast ja schon eine mögliche Anwendung gesagt, man braucht irgendwie Binomialkoeffizienten, aber da würde ich das Versuch eher ohne Rekursion lösen. Genau. Allerdings auch hier, ich hatte es gerade vorher auch schon in einem Vortrag diskutiert, im Automotive-Bereich typischerweise geht es bei uns natürlich auch darum, wir wollen ja möglichst auf eine kleine Hardware. Kleine Hardware, also weniger Also Speicher, optimieren. Ja. kostet alles Geld. Je kleiner das ist, umso mehr Geld kann ich sparen. Wenn ich davon 1 Million oder 10 Millionen Steuergeräte ausliefere, dann macht das unter Umständen ganz schön viel hohen Betrag aus. Natürlich. Und in dem Sinne würde man jetzt bei der wenn ich jetzt irgendeine Binomialverteilung brauche oder da würde ich mir die Koeffizienten natürlich vorberechnen, weil ich kenne sie ja. Genau, Das weil du würde ich immer natürlich dieselben Binomialkoeffizienten Exakt. brauchst. Also wenn du jetzt n gleich 25 brauchst, dann berechnest du die einmal und dann Exakt. schreibst du sie als feste Zahlen in deinen Code rein. Exakt. Genau. Also man muss nicht alles immer on the fly berechnen, aber ja, in dem Fall natürlich schon, weil es die Challenge ist. Aber grundsätzlich, auch hier gibt es ja mehrere Ansätze. Also du hast jetzt schon gesagt, Rekursion ist so ein bisschen, ja, schwierig, weil man eben da relativ viel berechnen muss auf einmal und das schon ziemlich teuer werden kann. Gerade wenn man alles auf engen Speicher mit wenig Laufzeit haben möchte. Rekursion hat immer eine gewisse Tiefe. Puh, schwierig. Stattdessen könnte man das Ganze aber über Dynamic Programming machen, dachte ich mir bei der Challenge. Und da dann auch ordentlich an Laufzeit sparen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Laufzeit hier nur bedingt begrenzt ist. Also wir haben gesagt, 1 Sekunde für diese Testfälle. Man muss ein bisschen auf die Laufzeit achten, aber jetzt nicht extrem. Gut. Ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt. Da scheinen zumindest keine Fragen mehr offen zu sein. Und okay. Oh, jemand möchte bei euch als Bürojobber anfangen. Also ich meine, Informatiker machen ja normalerweise Bürojobs. Genau, die Fakultät ist, ja gut, also Fakultät mache ich meistens rekursiv als Beispiel, um euch Rekursion zu zeigen. Also Fakultät würde man auch nicht rekursiv berechnen. Aber man kann hier jetzt hergehen und wirklich das Ganze zum Beispiel, also ich schaue jetzt mal kurz, ob schon jemand die Lösung hochgeladen hat. Nein, hat noch niemand hochgeladen. Man könnte natürlich hier einfach hergehen und das Ganze über nicht Rekursion lösen, also quasi, dass ich irgendwie bei n gleich 500 anfange, sondern ich fange einfach bei n gleich 0 an und ich laufe durch bis zu dem jeweiligen Punkt. Und kann dann natürlich für mich ein Array bestimmen, wobei ich natürlich erstmal herausfinden muss, wie groß muss mein Array eigentlich sein. Und das könnte schon wieder also gerade wenn wir jetzt an C++ denken, was würdest du für eine Datenstruktur nehmen? Vielleicht als Frage. Ja, es kommt darauf an, auf was ich optimieren muss. Also der berühmte Frage bei den Designentscheidungen ist, was ist mein Architekturtreiber? Ist mein Architekturtreiber oder mein Entscheidungstreiber, es muss möglichst speichereffizient sein. Dann würde ich mir ein Array überlegen. Da kann man sogar noch überlegen, nutze ich die Symmetrie dieses ganzen Dings aus? Da wird natürlich wahrscheinlich die Frage, wie indiziere ich das denn noch schwieriger werden? Also wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ich habe dieses Pascalsche Dreieck als Array, muss ich natürlich als erste Aufgabe lösen, wie komme ich denn an die n für n gleich 2, das dritte Element? Wo ist das denn in meinem Array? Wie ist das abgelegt? Und wenn ich da die Symmetrie ausnutze, wird es wahrscheinlich nochmal eine Spur schwieriger. Aber wenn mein Architekturtreiber wäre, macht es so speichersparend wie möglich, wird das wahrscheinlich, ich habe nicht alle Fälle durchdacht, die beste Lösung. Oder? Fällt dir was Besseres ein? Ja, also was den Speicher angeht, wahrscheinlich auf jeden Fall. Ich hatte überlegt, ob man es vielleicht ein bisschen oder einfacher machen könnte, indem man hier in Richtung, wir nehmen einfach 2 Arrays macht, dass man
mit einem anfängt. Also ich meine, gleichzeitig haben die Teilnehmer jetzt ja nur eine gewisse Zeit. Das heißt, sie haben jetzt noch 10 Minuten, um was abzugeben. Wir gucken mal nach den 10 Minuten, vielleicht hat da auch noch niemand was abgegeben, dann verlängern wir das auch ein bisschen. Aber grundsätzlich haben sie ja auch noch ein bisschen beschränkte Zeit, was die Implementierung angeht. Und da hätte ich jetzt überlegt, ob man vielleicht einfach anfängt mit einem Array aus einer Zahl. Dann ein Array, was 2 Zahlen hat. Dann ein Array, was 3 hat. Ein Array, was 4 hat, 5 und so weiter und so fort. Und dass wir das dann immer hochcyclen, dass die Indizierung einfacher ist. Oder wir nehmen natürlich nur 2 Arrays und cyclen die immer hin und her, dass wir sie nicht jedes Mal neu anlegen müssen. Das heißt, wir machen hier ein Array mit ja, das ist die Frage, wie viel haben wir dann? Könnte, wenn der wenn es auf Speicher wirklich nicht ankommt, weil ich sage, ich habe 10 Minuten und ich muss dann einen Prototypen abgeben, da kommt das Management oder da kommt der Kapitalgeber und wenn ich den nicht überzeuge, dann gibt es keine neue Finanzierung und dann ist das Unternehmen tot. Dann würde ich eventuell einfach ein zweidimensionales Array anlegen und sagen, es ist völlig egal, dass ich da sozusagen doppelt so viele Werte habe, wie ich beim eindimensionalen bräuchte oder sogar noch viel mehr Werte, als wenn ich die Symmetrie ausnutze, aber ich kann da relativ leicht die Indizierung machen. Genau, ja. Das ist nicht unbedingt speichereffizient, aber ist auch nicht vom Zugriff effizient, wenn man da durchgeht nachher, aber das ist wahrscheinlich konzeptuell, wenn ich wissen will, wie komme ich auf für n gleich 2, das zweite Element, ist es mit einem zweidimensionalen Array vermutlich das einfachste. Ja, also ich denke mit 1000 Testfällen und bis n gleich 1000 sollte das durchaus machbar sein. Also ich meine mit 256 1000 mal Megabyte. 1000 ist eine Million. Ja. Ja, und du hast, was ist ein ich weiß jetzt nicht, wie man es repräsentiert, aber nehmen wir mal an, man nimmt einen normalen Integer, 4 Byte sind es 1 Million mal 4 Millionen, also sind wir ungefähr bei 4 Megabyte, wenn ich mich jetzt nicht berechnet habe. Genau. Und wenn du es dann mal 2 hast, wenn du es noch mal 2 machst, dann hast du 8 Megabyte, das ist ja kein Thema. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Was Zeit angeht, könnte es schon wieder ein bisschen eng werden, aber ich glaube, auch das sollte reichen. Ich glaube, die Zeit-Constraints könnten hier tatsächlich einfach nur limitieren, dass man keine Rekursion nehmen kann. Und dann sollte das damit machbar sein. Jetzt habe ich mich gefragt, was wäre, wenn wir einen Vektor benutzen? Also C++-Vektor. Statt einem Array. Ja, also statt einem festen Größen, einer feste Größe von einem Array. Solange wir den Vektor nicht die ganze Zeit, solange wir dann nicht die ganze Zeit Pushback verwenden, sondern den Vektor mit einer Zielgröße schon anlegen, die stimmt, dürfte sich das im Wesentlichen gleich verhalten. Da kam gerade kurz gibt doch so ein paar Kleinigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel den Zugriff mit dem Klammeroperator macht oder ob man den Zugriff mit dem .add macht, weil nach meinem Wissen, zumindest in der Std-Library, .add noch einen Range-Check durchführt, kann mir natürlich sehr teuer sein, wenn ich sehr viele Zugriffe habe. Aber jetzt mal von sowas abgesehen, müsste sich ein Vektor, den du nicht die ganze Zeit vergrößerst, genauso gut verhalten wie von vornherein irgendwie ein festes Array. Wenn man, also grundsätzlich, benutzt du lieber Arrays oder benutzt du lieber Vektoren? Ich würde immer mit einem, also bei uns intern im Embedded-Bereich ist dynamische Speicherverwaltung ein Thema. Das heißt, wir haben praktisch Dinge, die sich genau wie ein STD-Vektor verhalten, mit dem einzigen Unterschied, man kann sie nicht dynamisch die Größe ändern. Und ich würde immer jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht, nützt den STD-Vektor. Allein schon aus dem Grund, weil ein klassischer C-Style-Vektor, also wenn ich ein Array habe, wird der durch einen Pointer repräsentiert. Da brauche ich aber eigentlich 2 Informationen, weil der Pointer zeigt auf das erste Element, der sagt mir nichts über die Größe aus. Und zu wissen, ich habe hier an dieser Adresse liegen Daten, aber ich weiß nicht, wie viele es sind, damit sind die Daten wertlos. Genauso wie wenn du sagst, ich habe 500 Daten, aber ich weiß nicht, was sie sind. Und der Vektor hat halt, oder alle STD-Container haben die Eigenschaft, dass ich die Daten und die Informationen, wie viele es denn sind, immer untrennbar miteinander verknüpft habe. Und damit, wenn ich jetzt dran denke, ich habe ein größeres Softwareprojekt, ich bin nicht alleine auf der Welt, ich mache das mit ein paar hundert Entwicklern und vielleicht nutzt jemand komplett anderes in 3 Jahren das mal, dann ist der Raum, das falsch zu benutzen, viel geringer, weil beim STD-Vektor ist einfach Daten und Größe untrennbar miteinander verknüpft. Ansonsten muss ich immer mit mich so Krücken behelfen. Hier kommt ein Pointer und dann kommt noch eine Size T, wie viel ist es denn? Und dann schreibt da aus Versehen mal jemand das Falsche rein. Oder kann einfach viel mehr schief gehen. Also deswegen würde ich im Privaten immer einen STD-Vektor verwenden, wenn ich es kann.
Ja. Nur ich wäre vorsichtig damit, bloß weil man den Vektor mit Resize größer machen kann oder mit Pushback verlängern kann, heißt es noch lange nicht, dass das eine gute Idee ist, das ständig zu tun. Ja. Aber man kann zumindest, das funktioniert. Aber man kann, wenn man möchte. Was ist daran so schlimm, wenn man Pushback verwendet in dem Fall? Also würde man sich da wirklich ein komplettes Bein abschießen, was die Laufzeit angeht? Da muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, da ist vorsichtiges, gefährliches Halbwissen. Soweit ich weiß, wird der STD-Vektor, wenn ich einen Pushback mache, immer also nicht nur ein Element größer, sondern der hat sozusagen einen gewissen Puffer. Ich kann das 5-mal oder 10-mal oder vielleicht auch 20-mal, ich weiß die Zahl nicht machen, hängt vielleicht, bevor der dann wieder sagt, okay, jetzt kann ich wirklich nicht mehr in den Speicherbereich, jetzt muss ich mir einen neuen Speicherbereich suchen, wo ich wieder alles reinkriege. Das Problem ist aber, also der große Vorteil des Vektors ist ja, dass die Daten hintereinander im Speicher liegen. Ja. Dadurch kann ich in O von konstant zum Endenelement kommen. Wenn ich jetzt aber den Vektor vergrößere, genau, im Gegensatz zu Listen. Wenn ich jetzt aber den Vektor vergrößere und ich weiß ja a priori oder mein Betriebssystem weiß ja a priori nicht, wie groß er denn werden soll, werde ich halt irgendwann das Problem haben, ich vergrößere den so weit, dass der Speicher, der jetzt dazukommen möchte, mir aber nicht mehr gehört, der ist schon von jemand anderem belegt. Also muss ich das ganze Ding woanders hin kopieren. Und wenn mir das regelmäßig passiert, dann schieße ich mich bei der Laufzeit natürlich ins Knie. Ja, weil man viel zu viel mit Kopieren zu tun hat. Genau. Ich gebe mal kurz eine Nachricht durch, dass Sie noch 3 Minuten Zeit haben. Währenddessen darfst du gerne schon mal hier eine Frage beantworten. You still have 3 minutes left. After that, I will give you the second challenge. Okay. Ich schaue mal ganz kurz ins Leaderboard rein. Es hat schon jemand abgegeben mit 100 Punkten und 2 haben abgegeben ohne Punkte bisher. Allerdings haben sie, glaube ich, ja, zumindest probiert, die zu lösen. Wir werden sehen, wie viele Lösungen wir dann am Ende haben. Ich gehe mal so lange auf die Coding-Interview-Frage ein. Ja, also völlig richtig. Coding-Interview, da ist natürlich, deutet der Name Interview an, der verbale Austausch. Wie verstehe ich, was mir der andere sagen will? Versteht der, was ich ihm sagen will? Wie erklärt er mir was, wenn er vor einem Problem steht? Ganz wichtig, deswegen also ich spreche immer nicht für komplett Bosch, dafür ist er einfach zu groß, aber zumindest in dem Bereich, wo ich es verantworten kann, machen wir immer solche Coding-Interviews aus genau dem Grund. Aus einem Code allein, den ein Bewerber abgibt, kann ich das natürlich nicht komplett rauslesen, aber auch aus einem Code kann ich gewisse Dinge rauslesen, wie gut ist er strukturiert, wie wirr ist er vielleicht geschrieben, wie sinnvoll sind die Variablen benannt. Ich glaube, wir werden nachher in der Refactoring-Aufgabe dafür auch noch ganz konkrete Beispiele sehen, was man aus einem Code unter Umständen halt doch rauslesen kann. Ich weiß natürlich nicht, ob derjenige, der den Code geschrieben hat, immer so programmiert oder ob der nur einen schlechten Tag hatte. Das kann ich natürlich nicht rauslesen, aber ich würde jetzt gerade davon ausgehen, wenn es um so eine Challenge oder sowas geht, dann gibt man sich ja im Normalfall auch Mühe und versucht den Code irgendwie gut zu schreiben und nicht bewusst also ist ja keine Obfuscation Challenge, wo es darum geht, den unübersichtlichsten Code ever da reinzuhauen. Im besten Fall nicht. Aber wir setzen deswegen relativ breit sowohl Coding-Tests als auch Coding-Interviews ein, genau aus dem Grund. Ja, nee, natürlich. Also es macht auch Sinn, wenn man dann sieht, wie selbstbewusst Leute dann auch sind, während sie den Code schreiben, beziehungsweise wie confident sie auch sind mit dem Code, den sie da gerade verändern sollen oder vielleicht auch überarbeiten sollen, schreiben sollen, algorithmisch lösen sollen. Ich meine, es kommt ja am Ende auch drauf an, was genau man machen möchte. Also für was genau stellt man die Person ein? Wird die viel refactoren, dann sollte man der Person wahrscheinlich am ehesten eine Refactoring-Challenge geben. Wird die Person sehr viel algorithmische Sachen, Optimierungsaufgaben schreiben, dann wäre eine algorithmische Challenge wahrscheinlich sinnvoll. Ich meine, Refactoring oder mit Code, den es schon gibt, arbeiten, ist unabhängig von der Stelle bei uns der Standardfall. Also im Normalfall ist es, wenn man sozusagen über einen längeren Zeitraum mittelt, würde ich behaupten, so 80% der Zeit liest man fremden Code oder den eigenen Code, der schon einige Monate alt ist und das ist ungefähr wie fremder Code. Und 10-20% ist man wirklich dabei, dass man auf der grünen Wiese was komplett neu schreibt. Das ist eher der seltenere Fall. So, jetzt haben wir die erste Challenge fertig, würde ich sagen. Ich gucke mal kurz rein. Ja, schwierig. Wir haben bisher erst eine Abgabe, also einen mit 100 Punkten. Ich werde jetzt noch nicht zu den Lösungen gehen, aber ich würde den Teilnehmern vielleicht noch 5 Minuten geben. Weil ansonsten nur eine Abgabe wäre schade.
maybe let's have another 5 minutes for the task, because we only have one submission yet. Okay, vielleicht sollen wir uns im Stream schon mal die Lösung angucken. Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden, ne? Nicht, dass jemand zuguckt und dann abschreibt. Das wäre traurig. Wobei ich glaube. Siehst ja, wenn jetzt plötzlich so ein Spike ist, 300% mehr richtige Abgaben. Ja, dann wissen wir, was passiert ist. Also genau, für die Leute, die gerade nochmal dazugekommen sind, wir versuchen gerade in Französisch einige Challenges zu lösen. Nein, in C++ natürlich, meine ich. Und zwar die Pascalschen Triangles, die ihr vielleicht aus Mathe kennt. Die Binomialkoeffizienten im Endeffekt. Die Challenges kriegt ihr nachher, nicht live, genau. Dieses Mal nicht live, das ist für die Bewerber, das hatte ich ja in dem Talk schon angekündigt, dass die nur für die internen Bewerber bei Bosch sind. Aber wir wollen hier euch ein bisschen C++ internes Wissen sozusagen mitgeben vom Experten. Deswegen ist Alexander da im Bild. Und genau, also wir hatten hier schon drüber geredet, wie man das Ganze am besten lösen kann. Und ja, ich glaube, wir sind eigentlich dabei festgeblieben, dass man das Ganze mit einem Array in konstanter Laufzeit, also am besten nicht rekursiv machen sollte, weil Rekursion einfach unfassbar teuer ist im Speicher, unfassbar teuer ist in der Laufzeit, unfassbar teuer ist generell, und man kann das hier auch mit Dynamic Programming machen. Das heißt, wir legen uns einmal ein Array an, was eben Size n+1 ist. Also in dem Fall, hier haben wir ja 4. Beim n gleich 5 würden wir noch 1 dazu bekommen. Das heißt, wir würden hier quasi noch 1 mehr machen. Das heißt, wir wissen ja eigentlich schon, wie groß das Array am Ende wird. Wenn wir zum Beispiel n gleich 225 wollen, dann wird unser Array 226 lang. Und genau, dann können wir hier einfach schon berechnen, was wir eigentlich haben wollen. Und wir könnten das jetzt auf mehrere Arten machen. Das heißt, entweder wir machen es halt schnell, damit wir die Aufgabe einfach nur hinkriegen, oder wir machen es effizient. Wie viel Zeit steckt ihr eigentlich bei der Arbeit ungefähr in die Effizienz von eurem Code? Also, dass es wirklich zu Tode optimiert ist? Hängt wieder sehr stark vom Einsatzgebiet ab. Also, nein, das gibt diesen, ich weiß nicht, von wem es kommt, aber wir hatten damals im Informatikstudium, gab es diesen schönen Spruch: Premature Optimization is the root of all evil. Also so die richtige Optimierung im Sinne von, ich hänge mich mit einem Profiler rein, gucke auf Funktionsebene runter, welcher Aufruf kostet wie viel und Co. Das kommt durchaus vor, aber das macht man eigentlich erst in einem Stadium, wo man sich sehr sicher ist, dass die Implementierung an sich so passt und dass man einfach auch das in der Software hat, was das Produkt nachher tun soll, weil sonst habe ich was sehr, sehr aufwendig optimiert und dann bin ich auf der Teststrecke mit einem Kunden, also einem Autohersteller, und dann sagt er, eigentlich fände ich es cool, wenn euer System, wenn ich das mache, das doch eher so. Und man denkt sich so, nein, zurück auf los, nicht. Alles weg, bitte nicht. Ja. Deswegen, Optimierung kommt in der Regel immer erst relativ weit hinten, und dann hängt es einfach davon ab, wo sind die rechenintensiven Dinge. Also es lohnt sich natürlich besonders, die Zeit dort reinzustecken, wo auch viel Rechenzeit verbraten wird, weil sonst habe ich unter Umständen mit viel Aufwand mein Befüllen meines Algorithmus mit Daten optimiert, aber der Algorithmus selber, die Hauptberechnung ist immer noch genauso langsam wie vorher. Und dann ist Optimieren, wir haben ja nachher eine Challenge dazu, auch echt, also ich nehme mal ein konkretes Beispiel, was uns mal passiert ist. Da hatte ein Kollege die Idee, ich spare mir, dieses Branching ist so teuer, ich spare mir die Branches, indem ich mit Templates arbeite, und je nachdem, ob der eine Branch oder der andere Branch genommen wird, wird es über eine templatisierte Funktion entsprechend abgeturnt. Okay. Weil in der Theorie kann ich ja zur Compile-Zeit dann schon entscheiden, gehe ich so rum oder gehe ich so rum. Ich spare mir das Branching und ich kann die Pipeline des Prozessors voll ausnutzen. Klingt total super. Der Code lief aber langsamer. Dann haben wir gesagt, kann doch nicht sein. Warum? Was ist jetzt los? Wir haben da rein debuggt und getestet und profiled und geguckt. Und irgendwann kam raus, ja, mit dem templatisierten Code wurde es, so hat man es mir erklärt, ich war nicht live dabei, wurde es wohl so groß vom Code, also der Code im Speicher so groß, dass es irgendwelche Cache-Misses gab und nicht mehr in eine Cache-Line gepasst hat. Und dann war halt das Branching billiger, als dass der aus dem Cache nachher nochmal zweiten Block reinladen musste, um den ausführbaren Code zu kriegen. Und das sind so Effekte, also A, du musst erstmal drauf kommen, und B, du kannst dir vorstellen, wenn du an sowas bist, da machen schon kleine Änderungen, könnte das komplette Ding zu Fall bringen. Hätte der jetzt vielleicht was anderes in dem Code gemacht, hätte es in einen Cache-Block gepasst und es wäre viel schneller gewesen. Und deswegen kann ich eigentlich immer nur davor warnen, also wenn ihr an solche Optimierungen geht, macht es sehr, sehr spät. Wenn ihr euch sehr, sehr sicher seid, dass es nicht mehr anfasst.
Das ist krass. Ich gebe noch mal kurz 5 Minuten Verlängerung durch. Für die erste Challenge, weil wir haben immer noch nur eine Person, die es gelöst hat. Das ist ein bisschen schade. Dann antworte ich mal so lang kurz auf die, ist es schwierig als another 5 minutes. So for the people who still want to solve the challenge, go ahead. Sorry. Da wurde gefragt, ist es schwierig als Python-Entwickler im Bereich C++ quer einzusteigen? Ja, generell ist folgendes Problem, würde ich sehen. Also gerade bei uns C++, wir sind ja relativ hardwarenah unterwegs und Python, wie andere Sprachen, ist relativ hardwarefern. Das heißt, wenn es mir nur darum geht, die Syntax zu lernen, ja, die ist anders, aber die kann ich lernen. Das geht relativ schnell. Wenn ich aber als bisher nur Python gemacht habe und noch nie eine andere hardwarenahe Sprache und dafür gar kein Gefühl habe, dann wird der Teil, denke ich, der schwierigere sein. Also das Problem in der ist Regel, auch gerade das, was Syntax du ist immer hast. einfach. Ja, also gerade sowas wie Cache-Misses oder sowas, da muss man in Python gar nicht drauf achten. Genau. Sowas wie Alignment im Speicher sind solche Sachen, da muss ich mir keine Gedanken drum machen, ob das jetzt eine Liste oder ein Array ist, mir meistens egal. Das ist halt Komfort, den ich tatsächlich bei Python sehr schätze, aber der bei hardwarenaher Programmierung einfach auch gar keinen Sinn macht, weil man das natürlich braucht, weil man auf diesen wenigen Code einfach auch optimieren möchte. Ich habe oben noch eine Frage gesehen, die dich auch direkt betrifft. Und zwar wurde nach deinem Nachnamen gefragt, weil sich jemand dein LinkedIn anschauen wollte. Die finden offensichtlich auch alle sehr krass, was du tust. Ich habe tatsächlich kein LinkedIn, muss ich gestehen, und auch kein Xing, aber vielleicht sollte ich das mal als Motivation nehmen. Und ganz kurz an Mike auch noch, ja, der Livestream bleibt online, also der ist da drin. Wie lange haben die Bewerber Zeit gehabt für die Challenge jetzt? Wir haben um 5:30 angefangen, das heißt, die haben jetzt danach eine halbe Stunde gehabt, genau. Und ich glaube, nach der halben Stunde würde ich es auch beenden. Also, wenn jetzt niemand mehr abgibt, dann. Wir haben ja noch eine zweite Aufgabe. Ja, wir haben noch eine zweite und eine dritte Aufgabe. Also, da kann man auch noch Punkte holen. Und die zweite ist tatsächlich sogar wahrscheinlich viel, viel jobrelevanter. Das vielleicht schon mal als kleiner Spoiler. Aber ich muss sagen, also grundsätzlich, man kann es schon machen. Also wenn man von Python auf C++ umsteigen möchte, der Umstieg ist erstmal leicht. Und wenn man dann anfängt, mit den hardwarenahen Elementen umzugehen, dann ist auch das machbar. Es dauert ein bisschen und man wird vielleicht ein bisschen mehr machen müssen, als man jetzt beim Python einarbeiten gebraucht hat, aber es ist auf jeden Fall machbar. Es kommt aber immer auch drauf an, was man tun möchte. Also ich meine, ihr versucht hier wirklich euren Code durchzuoptimieren, weil ihr halt wirklich sehr, sehr harte Constraints habt. Ihr habt nur so und so viel Speicher, ihr habt nur so und so viel das. Und das macht man eigentlich, also da muss man sich natürlich überlegen, macht das Sinn, dass man das in seine Anwendung reinbaut? Also zum Beispiel, möchte ich mir diese Limitierung wirklich selbst setzen? Oder kann ich das auch irgendwie anders machen? Gerade im Webbereich, also wenn man irgendwie eine API baut, dann hat man diese Constraints ja meistens nicht. Eine RAM oder ein RAM-Upgrade zu kaufen für euren Server wird meistens günstiger sein, als den Code so sehr zu optimieren, dass ihr den wirklich in C++ schreiben wollt. Während, wenn ihr wirklich solche hardwarenahen Elemente habt, dann macht das natürlich durchaus Sinn. Gerade wenn man wie oft liefert ihr aus? Mehrere Millionen Mal? Ja, da gibt es den netten Spruch, der neulich auch gefallen ist. Was macht ein Cloud-Entwickler, wenn ihm Speicherplatz oder Rechenzeit ausgeht? Er loggt sich bei Microsoft oder Amazon oder wo auch immer ein und klickt bei Buy One More Node. Was macht ein Embedded-Entwickler? Der optimiert so lange, bis es halt in den gegebenen Speicher reingeht, weil es gibt einfach diese Größe und diese Laufzeit und die ist gegeben, weil die ist bedingt durch, was halt auf dem Gerät verbaut ist und da kann ich nicht drüber hinaus. Das sind einfach zwei unterschiedliche Philosophien und die haben beide ihre Berechtigung. Ja, deswegen genau, was du sagst, Cedric, also wenn ihr sagt, nur weil C++ irgendwo weit verbreitet ist, ich muss auch immer gucken, passt das zu meinem Profil und wenn ich jetzt eher im Bereich Datenbanken, Webservices und Co. unterwegs bin, dann ist vielleicht C++ da nicht die sinnvollste Ergänzung. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt für alles den sinnvollen Teil. Also ich meine, es gibt Gründe, warum man zum Beispiel JavaScript im Frontend verwendet. Okay, die Gründe sind hauptsächlich einfach Legacy auch. Aber es gibt Gründe für Python, es gibt Gründe für Golang. Eigentlich wurde alles mit einem Hintergrund entwickelt. Was möchte man? Möchte man möglichst schnell zu einem Ziel kommen? Möchte ich schnell irgendwas erreichen? Das ist Python deutlich besser als C++. Während möchte ich wirklich hart meine Constraints haben, dann macht natürlich C++ sehr viel mehr Sinn. Ja. Okay, wir sind am Ende bei der ersten Challenge, würde ich behaupten.
Dann würde ich das jetzt mal ganz kurz durchgeben. Wir haben immer noch nur einen auf Platz 1 mit 100 Punkten. Also der geht mit einem riesigen Vorsprung in die zweite Aufgabe. Okay, guys, first challenge is over. I will unlock the second challenge for you, which is an optimization challenge. It is unlocked as soon as I'm finished clicking. Maybe let me refresh. Und ich sollte hier, glaube ich... Okay, second challenge is unlocked. Cool. Bevor wir die erklären, beantworte ich kurz. Hat einer wurde gefragt, lohnt sich noch im IT-Bereich, wenn ihr von eurem sonstigen Interessen und Fähigkeiten das könnt und das wollt, dann würde ich sagen, definitiv ja. Natürlich ist es ein Bereich, wo es Quereinsteiger gibt. Natürlich ist es ein Bereich, wo im Zweifel auch mal jemand aus einem anderen Kreis der Erde was remote erledigen kann. Aber ich mache gerade bei Bosch sehr, sehr viel Recruiting von Entwicklern. Ich kenne im Großraum Stuttgart gibt es ja auch viele andere große Unternehmen, die Softwareentwickler suchen und einstellen. Und ich kann euch da sicher sagen, wir suchen momentan, und das wird sich sicherlich nicht in 1, 2, 3 Jahren ändern, händeringend nach qualifizierten Softwareentwicklern in den verschiedensten Bereichen. Also wenn es euch Spaß macht und wenn ihr das Interesse daran habt, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Ja, also auf jeden Fall. Aber hier wurde speziell auch noch nach Quereinstieg oder IT-Studium gefragt. Ich glaube, man findet beides was. Wenn man was drauf hat, dann wird man auch genommen. Das wirst du wahrscheinlich auch so bestätigen. Also ich meine, natürlich zeigt ein Studium, okay, man hat einen richtig guten Background, man kann zumindest mal alles, was man braucht und man kann schnell neue Sachen lernen. Aber auch mit einem Selbststudium, als Quereinsteiger im Endeffekt, kann man in die Thematik einsteigen. Ich meine, viele von euch haben sich hier Programmieren einfach auf eigene Faust beigebracht. Also von dem her, ja, kann man und lohnt sich. So, dann lasst uns mal kurz die zweite Aufgabe durchlesen. Wahrscheinlich haben es einige von euch schon mal angeguckt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum Alexander hier heute so viel, wobei du auch schon jetzt wahnsinnig viel beigetragen hast. Aber die Challenge ist eine Aufgabe, die so mehr oder weniger auch bei euch im Coding-Interview vorkommen könnte, richtig? Ja, im Coding-Interview nicht. Also ich habe mich natürlich bewusst bemüht. Ich wollte ja nichts spoilern, sonst steigen wir mein Interview aufs Dach. Aber ja, sowas Ähnliches könnte schon einem da widerfahren. Genau, und sowas könnt ihr euch vor allem auch bei der Arbeit widerfahren. Ja, deswegen ist es ja so eine tolle Aufgabe am Ende auch. Also im Endeffekt ist die Aufgabe, wir haben hier ein gegebenes C++-Programm. Das ist übrigens unsere erste Challenge dieser Art auf dem Challenge-Interface. War eine super Erfahrung, auch mal so eine Aufgabe hier reinzupacken. Und die Aufgabe ist, das Programm so zu optimieren, dass es danach immer noch dasselbe Problem löst. Das heißt, es soll sich nichts an den Lösungen ändern, aber es soll weniger Zeit brauchen, beziehungsweise größere Eingaben auch verarbeiten können. Sprich, wir wollen refactoren. Wir wollen, dass das Ding effizienter läuft und besser auch funktioniert einfach. Und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz das Programm an. Dazu mache ich mal mein Mikro hier ein bisschen weiter weg, dass ich hier auch gut rüber gucken kann. Siehst du es auch? Ja. Perfekt. Okay, also wir haben erstmal einiges gegeben. Ich werde jetzt mal ganz kurz runterscrollen. Wir haben hier sogar einen Bereich, den man modifizieren soll. Das heißt, der Rest soll eigentlich bleiben. Also modify from here und modify until here. Ja, wir sollen nur diesen Bereich hier innen drin refactoren. Der Rest außenrum soll genau gleich bleiben. Das heißt, hier haben wir erstmal eine Klasse Image, die uns natürlich ein Bild liefert und die erbt von einem Abstract Image, das hier oben übrigens implementiert ist, mit einer Breite und einer Höhe. Und dann haben wir hier einen Konstruktor, der uns hier erstmal ein neues Bild quasi baut mit genau der gegebenen Größe. Und das wird dann eben gesetzt. Und wir haben einen Destruktor, wo einfach unser Bild gelöscht wird. Und jetzt kommen schon wieder einige Fragen rein. Ich gehe mal ganz kurz den Code durch, dann beantworten wir eure Fragen. Genau. Wir haben hier die Breite, wir haben die Höhe jeweils als Getter. Wir haben die Ratio von den Pixeln. Wir haben den Index vom Pixel und wir haben isValidPixel, das heißt, ob das Pixel überhaupt gültig ist. Und hier haben wir dann natürlich die Implementierung, das heißt, die sollen wir jetzt tatsächlich optimieren. Und das ist einmal getRatioOfPixel, das wäre der Code hier. Dann haben wir calculateIndexOfPixel und da würde ich gleich mit dir gerne gemeinsam drüber gehen. CalculateIndexOfPixel, das wäre diese Funktion hier. Dann haben wir isValidPixel, das wäre diese Funktion hier. Und danach kommt wieder einfach Funktionen, auf die wir zugreifen können.
diese Seed-Funktion ist im Endeffekt dazu da, dass wir wirklich immer dasselbe Bild bekommen, damit wir auch die Laufzeit einigermaßen gleich messen können. Genau. Und ja, hier unten ist der Main-Code, der einfach durchläuft sozusagen. Unsere Aufgabe ist, das Ganze jetzt in einem Time-Limit von 2 Sekunden laufen zu lassen. Allerdings wird die Aufgabe natürlich immer knackiger am Anfang. Das ist quasi die Startaufgabe. Am Anfang können wir in diesen 2 Sekunden mit 256 Megabyte Speicher gerade mal eine breite Höhe mit jeweils 200 lösen und insgesamt 100 Testfälle. Am Ende soll man bis zu 3500 lösen können, also machen können an Aufgaben oder halt an breite Höhe jeweils und bis zu 200 Testfällen. Und das ist, wie gesagt, schon eigentlich implementiert. Man muss das einfach nur abschicken, dann hat man das schon. Während das hier unten, das braucht natürlich heftigste Optimierungsmaßnahmen. Und hier sieht man auch, wie gut eigentlich Refactoring am Ende auch sein kann. Also ich meine, von 200 Größe auf 3500 und dann sogar noch die doppelte Anzahl an Bildern, das ist schon ein Faktor, den man wertschätzen muss. So, während ihr euch das jetzt mal überlegt, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen hinscrollen, dass ihr alles sehen könnt. Ich glaube, so ist ganz gut. Werden wir mal eure Fragen hier beantworten. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. So. Also, oh, jui, das sind viele reingekommen. Ja. Start from the top, oder? Ja, machen wir einfach. Also, mein Ausbilder meinte, IT ist ein Fulltime-Job. Privat sollte das als Hobby selbstredend sein. Das ist, glaube ich, kann man so unterschreiben. Also IT ist natürlich ein Fulltime-Job. Aber man kann natürlich auch Hobbys haben. Und das ist tatsächlich was mir übrigens auch aufgefallen ist, dass viele Entwickler in ihrer Freizeit einfach weiterentwickeln. Ist es bei dir auch so? Ja. Ja? Also mein erstes größeres Projekt noch damals zu Studiumszeiten war für ein Echtzeitstrategiespiel einen der KI-Spieler. Also man konnte die damals so als DLL reinladen. Das heißt, du konntest deine KI auch gegen andere KIs antreten lassen. Heute ist es nicht mehr so besonders, aber damals war das relativ neu. Was war das für ein Spiel? Wer es zufällig kennt, also ich bin ja schon etwas älteres Semester, zu meiner Jugend war Total Annihilation damals neu und technologisch ja einfach viele Inhalte, die es so einfach in Echtzeitstrategiespielen nicht gab, und von Total Annihilation gab es einige Jahre später sozusagen ein Remake, was sich dann immer weiter zu einer full-blown 3D-RTS-Engine entwickelt hat, nennt sich Spring Engine, kann auch nachher den Link suchen, und da hatte ich, wie gesagt, an der KI programmiert. Ich habe das dann jetzt mal wieder aufgegriffen, nämlich um genau Refactoring zu üben, weil ich einfach meinen uralt Code, der grausam aussah, eigentlich würde ich mich fast schämen, ich soll es hier vielleicht nicht reinpacken nachher, dann zu nehmen und Stückchen für Stückchen in einen moderneren und qualitativ hochwertigeren und natürlich dabei auch den einen oder anderen Bug fixen. Ist gerade so ein bisschen mein Hobbyprojekt, aber familiär, ich habe Kinder, das heißt, die Zeit ist da relativ limitiert. Da ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber es ist schön zu hören, dass es dann auch später noch bestehen bleibt. Ich mache mir da manchmal Sorgen, dass es irgendwann so die Lust versagt, aber gut. Darfst du was zum Einstiegsgehalt sagen, speziell für Masterabsolventen? Wahrscheinlich offiziell, wenn ich in irgendwelche Verträge gucke, nicht, aber also ich beantworte es mal so. Wir bei Bosch, zumindest in Deutschland, sind ja typischerweise im Tarif organisiert. Also es gibt einen Tarifvertrag, der hängt natürlich vom Bundesland ab. Das heißt, es hängt dann davon ab, Baden-Württemberg ist ein bisschen höher als zum Beispiel nördlichen Bundesländer, und es hängt von der Einstufung der Tätigkeit ab. Also wenn ich jetzt ein Softwareentwickler bin, bin ich tendenziell höher eingestuft, als wenn ich im Sekretariat arbeite oder sowas. Und diese Tabellen sind öffentlich einsehbar, und deswegen würde ich einfach mal als Pi mal Daumenzahl baden-württembergischer Uni-Absolvent, der als Softwareentwickler einsteigt, so Pi mal Daumen der Größenordnung 60 bis 65 kann man da rechnen. Das ist nicht schlecht. Das war bei mir damals weniger. Also ich habe auch nach dem Master Angebote bekommen, und ich habe natürlich hier mit dem Kanal auch direkt nach dem Master im Endeffekt weitergemacht, beziehungsweise mit dem Freelancing dann noch. Das war natürlich weniger bei mir. Sehr klar. Aber ja, genau. Aber vielleicht auch hier gerade noch, es gibt ja auch immer mal wieder im Endeffekt Jobs, beziehungsweise Boni, die man im Job dann auch bekommt. Und hier schreibt auch jemand wegen Hardware- und Internetanschluss, ob man das dann vielleicht zu Hause auch bekommt. Also die Hardware ist, muss man sowieso sagen,
also es wird auch bei allen anderen Unternehmen, die ich so kenne im Automotive-Bereich, ist es genauso. Ihr kriegt immer die Hardware von eurem Arbeitgeber. Also mit unserer Privathardware geht da gar nichts, schon allein aus Security-Gründen. Ja, Das sag ich heißt, auch immer wieder Laptop eigentlich. und alles wird natürlich gestellt. Was tatsächlich momentan nicht so, also meinen privaten Internetanschluss, über den ich jetzt ja auch gerade mich hier eingewählt habe, den bezahle ich erstmal natürlich selber, wenn ich von zu Hause arbeite. Wenn ich natürlich bei der Arbeit bin, dann ist Internet und alles dort vorhanden. Und bezüglich einer Unterstützung, wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet, also Schreibtisch, höhenverstellbarer Schreibtisch, Arbeitsstuhl und so weiter, das wird gerade diskutiert. Das war bisher zumindest noch nicht so. Da kenne ich den letzten Stand nicht. Aber die Hardware und alles, was man so braucht, also wenn man vielleicht, ich habe noch so ein Zeichenpad, so ein Sketchpad und sowas, das kriegt man vom Arbeitgeber natürlich gestellt. Ja. Das Gleiche gilt auch für, wenn ihr mal ein Fachliterar, irgendwie ein C++-Buch, die sind ja auch nicht immer ganz günstig. Das ist kein Problem, das zahlt der Arbeitgeber. Wie ist es bei euch? Kann man Homeoffice machen? Also momentan Corona, ich bin seit 2 Jahren, naja, nicht ausschließlich, aber doch relativ viel im Homeoffice. Wenn es die Tätigkeit zulässt, dann kann man prinzipiell eigentlich voll von zu Hause arbeiten. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was ist meine Tätigkeit. Also zum Beispiel. Welche Geräte programmierst du? Genau, muss ich am Auto arbeiten. Also den Versuchsträger, das Testauto hat ja unter Umständen gar keine Freigabe, auf einer öffentlichen Straße bewegt zu werden. Das kann ich natürlich nicht nach Hause nehmen. Das heißt, da muss ich ins Büro kommen. Ja. Habe ich irgendwie gerade die Situation, viele neue Leute im Team, dann möchte ich die vielleicht ja auch zwecks Teambuilding mal kennenlernen, dann komme ich vielleicht auch mehr ins Büro. Kann ich zu Hause nicht gut arbeiten, weil ich habe eine kleine Wohnung und 3 laute Kinder, die alle nicht in die Kita dürfen wegen Corona. Ja gut, der Corona ist nochmal ein anderer Fall, aber dann kann ich natürlich auch ins Büro. Also jeder kann ins Büro, aber wenn es die Tätigkeit zulässt, kann man prinzipiell von zu Hause arbeiten. Das ist kein großes Problem. Hier kam gerade noch eine Frage rein, die würde ich noch beantworten, bevor wir dann mal ans Refactoring gehen. Gibt es bei euch noch Assembler-Programmierer? Selten, sehr, sehr selten. Eigentlich alles mit C++. Ja, also wenn ich jetzt einen Zahlenwert nennen müsste, 0,1% des Codes ist vielleicht Assembler, wahrscheinlich ist es sogar noch weniger. Was doch einiges ist, also 0,1% ist. Ja, es ist zu hoch, wahrscheinlich ist es viel, viel weniger. Also ich selber habe nie was mit Assembler bei der Arbeit machen müssen, wo es mir persönlich, aber ich würde mich nicht als Assembler-Guru bezeichnen, wo es mir geholfen hat, zumindest rudimentär Assembler zu können, ist beim Debuggen. Weil man manchmal, insbesondere wenn man dann im echten System debuggt, ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Erfahrung gemacht hat, ich schreibe einen C++-Code, ich kompiliere ihn im Debug-Modus und steppe mich da mit dem Debugger so durch und jetzt mache ich das gleiche in meinem Release-Modus und plötzlich wundert man sich da, welchen Code debugge ich denn da eigentlich gerade? Der springt ja irgendwie ganz anders. Einfach weil der Compiler ja ganz viel mehr Optimierung dort macht. Und wenn ich das dann natürlich noch auch irgendwie der Compiler, der es mir für die Zielhardware kompiliert hat, also zum Beispiel für einen ARM-Core oder sowas, da hilft unter Umständen so ein rudimentäres Assembler-Kenntnisse, um sich da besser zurechtzufinden, was mache ich denn hier eigentlich gerade. Ja. Aber es ist eher eine geringe Rolle. So, dann würde ich sagen, auf die Aufgabe, oder? Gucken wir auf die Aufgabe. Ihr hattet lange genug Zeit, es euch durchzulesen. Ein paar haben sogar schon geschrieben, ich habe es vorhin mal kurz überflogen, dass sie raus sind schon. Das ist natürlich nicht intended, ne? Also wir gehen jetzt mal einfach mal durch hier. Und wir gucken ja normalerweise immer an, welche Aufgaben oder welche Sachen können wir separat optimieren. Und normalerweise betrachtet man das ja funktionstechnisch. Das heißt, wir wollen nach außen hin eigentlich nichts verändern, sprich die Funktionen hier, die müssen sogar gleich bleiben. Also deren Signatur im Endeffekt müsste gleich bleiben. Während das Innere der Funktion, das wollen wir optimieren. Und ja, was wäre das Erste, nach was du immer suchst beim Refactoren, um Optimierung rauszuholen? Also das Erste, wo ich gucken würde, ist der Algorithmus überhaupt der richtige? Also vorher hatte schon jemand im Chat, ich habe es schon gesehen, das Thema Laufzeitkomplexität gepostet. Also wenn ich einen Algorithmus habe, der eine Laufzeitkomplexität quadratisch hat, also ich mache das Problem doppelt so groß und er braucht 4-mal so lange. Und es gibt einen anderen Ansatz, der eine Laufzeitkomplexität n log n, also n mal Logarithmus von n, das ist gerade bei Suchalgorithmen so typischerweise das Ding. Genau. Dann kann ich wahnsinnig viel in diesem n-Quadrat-Algorithmus optimieren. Wenn ich den Datensatz nur ein bisschen größer mache, schlägt das Quadrat trotzdem wieder gnadenlos zu. Also die erste Sache ist immer, guckt mal auf den Algorithmus, gibt es nicht was Vernünftigeres? Gerade bei Suchalgorithmen, die naive Implementierung ist meistens nicht in n log n, sondern irgendwie n-Quadrat. Oder n hoch 3 sogar. Genau. Oder n hoch n, das war dann mal mein schlimmster Algorithmus, den ich jemals hatte. Und jetzt kann man hier schon mal gucken.
hier sehen wir nämlich schon nämlich 2 Vorschleifen. Also wir gehen ja einmal über die Breite und einmal über die Höhe des Bildes. Genau. Und das schreit eigentlich immer, ich bin in n². Ja, was jetzt an der Stelle zwar in dem Sinne nicht stimmt, weil wir ja trotzdem nur jeden Pixel einmal angucken. Aber wenn man sich überlegt, auch so genestete Vorschleifen sind immer was tendenziell Overhead erzeugt. Und was will ich denn eigentlich machen? Naja, eigentlich will ich doch nur über das ganze Bild laufen. Und das ganze Bild ist hier als eindimensionaler Array abgelegt. Und wenn ich jetzt in die Zeile hier noch nicht, hier. Das sehe ich dann, wenn ich in diese Calculate Index of Pixel Funktion gucke. Also, ich sehe leider keine Zeilnummern. Zeilnummern haben wir nicht. Müssen wir uns überlegen. Ja, genau. Aber da sieht man, dass das, wenn man in diese Indexberechnung guckt, sieht man, dass das als eigentlich ein eindimensionaler Array ist. Und ich bekomme 2 Koordinaten und dann kann ich mir mit der die richtigen Array-Index berechnen. Das heißt, eigentlich kann ich auch einfach durch dieses Bild von 0 bis zum letzten Pixel laufen und kann mir diese ganze zweidimensionale Funktion mit der Array-Berechnung sparen. Das ist eine Menge Addition und Multiplikation, die völlig unsinnig sind. Und es macht den Code unübersichtlich, weil ich habe diese 2 Nested For Loops und ich ersetze es durch eine. Wäre zum Beispiel die erste. Für mich jetzt eher algorithmische Idee, was man hier optimieren könnte. Genau. Das heißt, du würdest eigentlich hier nicht sagen, ey, wir laufen von U von 0 bis Width, sondern wir laufen eben mit einem Index von 0 bis Breite mal Höhe, statt dass wir hier eben beides machen. Und dann brauchen wir hier gar nicht 2 Vorschleifen, weil jedes Mal hier drin ja eine Zahl addiert wird. Gut, das machen wir trotzdem weiterhin, aber wir haben eben eine Zahl weniger im Speicher. Und diese Calculate Index of Pixels, die hattest du auch schon angesprochen, die macht ja im Endeffekt genau diese Berechnung. Also die berechnet uns eigentlich bloß unseren Index, sprich das, was wir dann ohnehin schon direkt in der Vorschleife haben. Das heißt, diese Funktion kann man eigentlich direkt rausschmeißen. Die könnte man direkt rausschmeißen. Wenn man diese Funktion aus irgendwelchen Gründen nicht rausschmeißen kann, weil man zum Beispiel nicht über das ganze Bild läuft, weil man sagt, man möchte nur das linke Hälfte haben, oder ich möchte folgende Region of Interest definieren. Das machen wir im Fahrassistenzsystem Bereich oft. Wir haben ein Kamerabild und wir sagen, uns interessiert aber nur die Mitte, weil nur da ist die Straße und nur da ist die Straße oder die Richtung, wo ich hinfahre. Also gucke ich nur dahin. Und ich brauche die. Wenn ich genau auf diese Calculate Index Funktion schaue, sehe ich, der Index in die Breite, also das U, erhöht sich immer um 1, wenn ich 1 Pixel weiter springen möchte. Und das ist sozusagen zeilenweise abgelegt. Wenn ich aber jetzt gucke, wie ich durch das Array laufe, dann laufe ich ja hier nicht zuerst durch alle, also ich habe die äußere Schleife ist, ich laufe über alle Zeilen und die zweite ist, die äußerste ist, ich laufe über alle Spalten und die zweite ist, ich laufe über alle Zeilen. Das heißt, ich laufe nicht so durch den Speicher, dass ich immer aufs nächste Element zugreife, sondern immer eine Dings weiterspringe. Das heißt, cache-mäßig habe ich hier jedes Mal ein Cache-Miss, außer das komplette Bild oder so eine komplette Bildzeile passt in Cache, was bei einem großen Bild nicht der Fall sein wird. Genau. Musst du mir sagen, ob das nachvollziehbar war oder ob ich zu schnell bin? Ja, doch. Ich habe nur gerade nebenher noch versucht, dich wieder ein bisschen mehr mit reinzubekommen ins Bild. Du warst abgeschnitten. Deswegen habe ich dir zu 50% leider gar nicht richtig zugehört. Aber die Zuschauer können das definitiv auch mal sagen. Also ich fand es zumindest nachvollziehbar, so was ich mitbekommen habe. Es tut mir sehr leid. Genau, also nie durch ein Array laufen, dass ihr sagt, ein Element und jetzt nicht das nächste, sondern jetzt gehe ich eine Dings weiter, 1000 Elemente weiter oder 500 Elemente weiter und dann wieder 500 Elemente weiter, weil das ist im Cache total ineffizient. Da werdet ihr im Zweifel mit jedem Ladezugriff immer einen Cache-Miss haben und er muss einen neuen Cache-Block holen. Ganz kurz vielleicht das Konzept Cache erklärt, weil ich weiß nicht genau, wie viele C++-Entwickler wir hier tatsächlich haben. Wenn man auf eine Variable zugreift, also auf irgendwas, dann kann das im Cache drin stehen. Das ist das Ding direkt in eurer CPU, in eurem Prozessor. Und der kann natürlich groß sein, der kann aber auch klein sein. Und wenn das Element nicht mehr in eurem Cache drin ist, dann muss das aus dem Arbeitsspeicher neu geladen werden. Und wenn es nicht mehr in eurem Arbeitsspeicher drin ist, weil auch der voll ist, dann muss es halt aus eurem Hauptspeicher, also sprich eurer Festplatte im Endeffekt, neu geladen werden. Das ist der Tod, ja. Das kann ich aus Photoshop-Erfahrung definitiv sagen. Da funktioniert gar nichts mehr. Und wenn es aber nicht in eurem Cache drin ist, dann wird insgesamt die Laufzeit natürlich auch deutlich langsamer. Sprich, man möchte eigentlich immer auf die Elemente möglichst zugreifen und die abarbeiten, die bei euch im Prozessor-Cache drin sind.
und die nicht halt aus dem RAM jedes Mal neu laden. Das sind Caches, beziehungsweise Cache-Misses bedeutet, wir müssen eben neu laden aus dem RAM. Das vielleicht ganz kurz hier noch an der Stelle erklärt. Das heißt, das wollen wir auf jeden Fall bekommen. Und wir wollen, genau, ja, sorry. Nur um mal eine Zahl dran zu geben, also das hängt natürlich von eurem Computer, also von eurem Prozessortyp, von eurer Rechnerarchitektur ab, aber sowas typischerweise heißt es, wenn ich Daten aus dem Cache lade, versus ich muss sie wirklich aus dem Arbeitsspeicher einen neuen Cache-Block holen, da ist ein Faktor 5 bis 10 oder noch schlimmer dazwischen. Also das sind nicht irgendwie 10% mehr Zeit, sondern das sind 10 mal, 50 mal so viel Zeit, je nach Rechnerarchitektur, die da dann drauf geht. Und deswegen ist es so eklatant wichtig, dass ich nicht ohne Not Cache-Misses produziere, weil wir das halt massiv in die Laufzeit reinstellen. Andere Frage, warum haben wir keine Prozessoren, die Gigabyte Caches haben? Das darfst du jetzt mal beantworten. Oh Gott, jetzt muss ich ganz tief in meiner Hardware-Rechnerarchitektur-Vorlesung kramen. Wenn mein alter Professor mir zuhört, würde er sich freuen. Nee, ist ganz einfach. Also wenn es günstig wäre, den Cache in so einer Größe und technisch möglich, dann würde man das natürlich machen. Aber je näher der Speicher, also je kürzer die Zugriffszeit auf den Speicher ist, also je näher er in Anführungszeichen am tatsächlichen Rechenwerk ist, umso kleiner ist er, weil umso teurer ist es. Und deswegen, ich meine, genauso könnte man argumentieren, warum habe ich denn noch Festplatten? Dann mache ich doch alles als RAM, da kann ich ja viel schneller drauf schreiben, als auf diese blöde Festplatte. Wäre geil, ich würde mich freuen. Oder warum habe ich denn nicht die 20 Terabyte SSD? Na gut, je nachdem, wann das Video angeguckt wird, habe ich die dann schon. Aber also generell ist einfach immer, je größer die Latenz, also je länger ich bei einem Zugriff brauche, umso billiger ist es, und je geringer die Latenz, also je schneller ich an die Daten rankommen will, umso teurer ist es pro Datenmenge, und damit kann ich mir das für viele kostenmäßig nicht leisten, und ich glaube, irgendwann wird man auch einfach von der Anordnung, also es muss ja physikalisch noch irgendwo die Leiterbahn dahin passen, also da wird es wahrscheinlich auch Probleme geben, aber das muss jemand beantworten, der sich besser damit auskennt als ich. Ja, ich denke mal einfach, dass es, es gibt natürlich CPUs, die mehr Cache haben, aber es wird dann auch einfach irgendwann unfassbar teuer. Aber es gibt große Caches, also ich weiß gar nicht, wie groß meiner ist tatsächlich. Aber der ist ja direkt in der CPU verbaut. Genau, man muss auch vorsichtig sein bei Cache. Es gibt immer im Normalfall mehrere, also Level 1, Level 2 Cache, genau, wo man genau das eben macht, dass man sagt, ich habe einen ganz kleinen Cache, der aber ganz nah an der CPU, also ganz nah im Sinne von ganz schnell zugreifbar ist, und einen größeren Cache, der dann schon ein bisschen länger braucht, aber immer noch viel schneller als der Arbeitsspeicher. Auch da, also wenn jetzt irgendwie Leute Zahlenwerte, da muss man gucken, rede ich von Level 1 oder Level 2 Cache. Weiß nicht, ob es inzwischen vielleicht sogar noch mehr gibt. Ich habe schon länger mir keine Rechnerarchitektur mehr im Detail angeguckt. Genau. Okay. Aber vielleicht mal zur Challenge noch was ganz anderes, was jetzt sozusagen kein algorithmisches Thema ist, sondern eher tief in die, und das ist das, was ich vorher meinte mit Hardware nah. Wenn ihr an diese Funktion, wo die Größe, also Width bzw. Height aufgerufen wird, guckt, das sieht ja eigentlich total harmlos aus. Da ist ein Funktionsaufruf. Und wenn wir weiter hoch scrollen, dann sehen wir, das ist einfach nur eine Getter-Funktion, die mir den Wert, also Größe oder Höhe des Bilds, Breite oder Höhe des Bilds zurückgibt. Das sieht total harmlos aus. Ist aber überhaupt nicht harmlos. Warum? Jetzt muss ich kurz einmal bitte hochscrollen, Cedric. Sorry. auf das Interface. Das soll das doch sein, oder? Achso, bei dir letzten bisschen, gell? Genau, ich habe es natürlich zeitverzögert, das muss ich kurz warten. Ja. Genau, da wollte ich, in die Richtung geht's. Also hier haben wir oben diese beiden Getter-Funktionen. Da steht aber ein kleines unschuldiges Wörtchen Virtual davor. Das heißt, je nachdem, was die konkrete Implementierung dieser abstrakten Image-Klasse ist, kann dieses, was dann tatsächlich aufgerufen wird, also was tatsächlich diese Width- oder Height-Funktion tut, anders aussehen. Das heißt, ich muss, oder der Computer muss zur Laufzeit, wenn er dieses Width aufruft, gucken, was ist denn das hier tatsächlich für ein konkretes Objekt, also nicht das Abstract Image, sondern muss er dann gucken, es ist also in dem Fall Image, und dann ruft er die entsprechende Funktion auf. Das heißt, er kann das nicht automatisiert inline oder in irgendeiner Form wegoptimieren, sondern er muss bei jedem Aufruf, weil das könnte sich ja dynamisch geändert haben, muss er jedes Mal neu nachgucken, welche Funktion, der will die Höhe aufrufen, abstrakte Funktion, virtuelle Funktion, welche muss ich denn da tatsächlich aufrufen? Ja, genau, hier steht es in der Tabelle drin. Das ist extrem teuer. Jumps. Ja. Und die Jumps möchte man natürlich eigentlich verhindern, genau. Genau.
Und wenn das jetzt eine virtuelle Funktion ist, das Klassikerbeispiel aus dem Studium ist ja immer, ich habe irgendwie eine Tierklasse, eine abstrakte, und dann hat das Tier irgendwie eine virtuelle Funktion, mache ein Geräusch, und bei der Katze kommt Miau und bei dem Hund kommt Wow Wow, dann ist es natürlich softwarearchitектonisch eventuell elegant und Hast du überhaupt meine kein Videos Problem. gesehen? Nee, aber hast du das auch als Beispiel? Ich glaube, ich habe genau das genommen. Okay, ja, das ist irgendwie Software Architecture 101. Ja. Da ist es natürlich total harmlos, dass das jetzt ein bisschen aufwendiger ist, dass ich erst rausfinden muss, was ist denn jetzt das konkrete Mach ein Geräusch? Ist es jetzt Wow Wow oder Miau Miau? Aber wenn ihr das halt 100.000 Mal macht, so wie hier, weil ihr theoretisch mit jedem Pixelzugriff ja von dieser Schleife eins höher zählt und damit diese Funktion aufruft, dann geht es halt richtig in die Laufzeit in dem Fall. Das heißt, auch dadurch diesen virtuellen Funktionsaufruf will man an der Stelle natürlich loswerden. Und es geht ja auch ganz einfach, weil die Höhe, wir wissen ja, also wir haben ja das Kontextwissen, dass sich die Bildhöhe oder die Bildbreite während dem Durchlaufen dieser Funktion nicht ändert. Also wir können es da als statisch annehmen oder als konstant annehmen. Genau. Das heißt, wir würden eigentlich hierher gehen und Width und Height weg abstrahieren, indem wir es einfach einmal aufrufen am Anfang und uns dann einfach zwischenspeichern. Genau. Und hier unten, das brauchen wir ja eigentlich so oder so nicht, weil wir den Index nicht mehr neu berechnen, dann sparen wir uns hier unten auch einmal den Aufruf auf diese virtuelle Funktion. Das heißt, wir lagern eigentlich die Berechnung vor die Schleife aus, weil es sich eh nicht ändert, weil es eine Konstante ist. Genau. Wie viel und das ist eben das Wissen, das kann der Compiler rein aus den Keywords nicht rausziehen. Wir im Kontext wissen das natürlich. Ja. Aber wie viel Laufzeit würde sowas sparen? Das kann Faktoren sparen. Ja, Faktoren wirklich? Also wenn ich jetzt annehme, ich mache jetzt mal nicht dieses eine Schleife draus, sondern ich lasse die beiden Schleifen so, wie sie sind, dann würde ich behaupten, die Optimierung mit dem Width und dem Height, also die virtuelle Funktion hier loswerden, das ist die Optimierung, die am meisten bringt. Die bringt dir einen Faktor, hängt dann natürlich von deiner Architektur und von deinem System ab, aber die bringt locker einen Faktor 2 bis 3. Wow. Das einfach nur durch einen Call, den man vorne dran setzt, weil wir eine Funktion weniger aufrufen. Gibt es das also bei auch mir bei hat es anderen den Faktor Sprachen? 2,5 gebracht auf meinem lokalen System. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei uns war es auch sowas um den Dreh rum. Ich glaube, Faktor 3 sogar. Aber gibt es sowas in anderen Sprachen auch oder ist das nur in C++? Wirklich so interessant. Kann ich nicht, also dazu kenne ich mich in anderen Sprachen zu wenig aus, aber ganz generell muss man natürlich sagen, das Grundproblem werden auch andere Sprachen haben. Also wenn Sprachen den Mechanismus eines dynamischen Polymorphismus, also dass ich mir zur Laufzeit entscheiden kann, was will ich denn genau tun, weil darum geht es hier ja. Genau, Wenn das eine Sprache ja anbietet, dann hat sie dieses Problem. Und im Endeffekt, aber ja gut, es kommt natürlich auch immer auf den Compiler drauf an, wie gut der das dann optimieren kann. Aber im Endeffekt, diesen Call hier, diesen Funktionscall, den kann man ja jedes Mal wegabstrahieren. Das schadet mir ja nicht, wenn ich es einfach vorne dran einmal schreibe. Das kann ich ja super machen. Aber das wäre die Verbesserung, also wer das macht, hat schon die Hälfte wahrscheinlich der Challenge. Wow. Na dann. Und dann gibt es so die jetzt für mich zumindest am Anfang vielleicht die naheliegendsten sind, wie dass man sieht, muss ich denn wirklich jedes Mal Total Pixels inkrementieren? Das kann ich doch ganz am Anfang einfach mit Höhe mal Breite ausrechnen. Das ist vielleicht das Offensichtlichste. Das bringt auch einen gewissen Speed ab, aber der ist vernachlässigbar zu den ganzen anderen Sachen. Also wer die virtuellen Funktionen los wird und die genesteten Vorschleifen los wird mit der Indexberechnung, das ist viel, viel teurer. Ja, aber Total Pixels kann man ja auch einfach vorne dran. Also ich meine, wir haben hier direkt die 0. Wir können einfach Breite mal Höhe und wenn wir Breite und Höhe vorne dran schon berechnen, dann können wir ja einfach die Breite und Höhe, die wir vorne dran durch den Call schon hatten, können wir die auch schon direkt weg abstrahieren. So sieht meine optimierte Version aus, Genau, ja. Cool. Man sieht hier auch noch was anderes Schönes. Wer guckt in diese Calculate Index Funktion, dort wird ja eine is Pixel valid oder is valid Pixel aufgerufen, also die praktisch nochmal einen Range-Check macht. Jetzt kann man sich natürlich streiten. Funktional ist der Range-Check nicht schlimm. Der kostet mich aber richtig Zeit. Und wenn ich jetzt von der Implementierung her schon davon ausgehen kann, dass der Range passt, also dass ich da nur gültige Werte für U und V reingebe, weil sonst habe ich ja oben in der Implementierung was kräftig falsch gemacht, dann ist so ein Range-Check natürlich was die Laufzeit auch massiv belastet.
Ja, also wir haben hier einmal einen Check für U, das ist größer ist als 0, ein Check für U kleiner Width und Width, wir wissen ja schon, das ist gleichzeitig noch ganz, ganz teuer, weil wir das nochmal über Virtual abfragen müssen, also quasi dynamische Polymorphismus. Und dann haben wir hier das Ganze bei V nochmal und dann haben wir hier auch nochmal einen Height Call. Das heißt, das ist nochmal, also die beiden hier sind halt gleich nochmal so teuer wie das hier oben und das hier oben. Das heißt, alleine diesen isValid-Pixel wegzulassen, sollte uns auch gleich nochmal diesen Faktor 2,5 bringen ungefähr. Und dadurch, dass wir aber eigentlich Calculate Index sogar schon direkt weggelassen haben und isValid-Pixel hier schon gar nicht aufgerufen wird, ist ja isValid-Pixel sowieso schon eigentlich fast raus. Das heißt, eigentlich ist dieser Aufruf hier drin sogar, also nicht kontraproduktiv, aber wir können ihn weglassen. Sprich, wir landen am Ende bei einer Funktion, die zumindest nicht mal zwei Vorschleifen, sondern nur noch eine hat. Das hier brauchen wir nicht mehr berechnen, sondern das wird hier oben einfach statisch vorher berechnet. Genau. Das if wird einfach bleiben, da machen wir nichts dran. Das ist genau das, was wir berechnen wollen. Dazu ist die ja da. Aber jetzt natürlich noch eine Frage, und das ist, glaube ich, beim Refactoren auch immer wichtig. Was machen wir mit diesen beiden Funktionen? Löschen wir die oder lassen wir sie drin? Davon würde ich es abhängig machen. Ich würde es davon abhängig machen, ob sie noch gebraucht werden. Also wenn ich sozusagen der Einzige bin, der sie aufgerufen hat, dann würde ich sie löschen, weil sonst sind sie danach Dead Code. Ich meine, wenn man sie wieder später mal braucht, das Versionierungssystem Git oder mit was auch immer man arbeitet, vergisst es nicht. Und hoffentlich arbeitet, also mein Professor früher hat immer mit dem Versionierungssystem Ordner underscore 2 gearbeitet. Aber mit einem modernen Quellcode-Verwaltungssystem ist das kein großes Problem. Code löschen, weil wenn ich ihn mal wieder brauche, dann hole ich ihn mir halt wieder daraus. Mal gucken, die zweite Aufgabe ist langsam rum, oder? Ja, ich habe jetzt gesagt bis 18:30. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwelche Fragen hatten, aber ich glaube, wir haben tatsächlich keine Fragen. Was meint ihr zu der Aufgabe? Wärt ihr auf ein paar von diesen Lösungen gekommen oder hast du vielleicht noch irgendwas, was man zusätzlich noch optimieren kann? Da ist jemand noch an den Pascalschen Triangles. Sehe ich gerade. Einer hat geschrieben, mein Gedanke war, für jeden der Werte eine Frequenzanalyse, um nur einmal über das Bild zu laufen und die Zahl der Testfälle aus der Laufzeit zu kriegen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. You still have 2 minutes left for the second challenge. Okay. Jetzt bin ich wieder da, sorry. Ja, die Time-Announcements sind in Englisch, aber die eigentliche Sprache hier findet auf Deutsch statt. Genau, das ist, ja, mein ganzer Channel ist auf Deutsch, deswegen macht das natürlich Sinn. Okay, also bisher habe ich keine Fragen mehr gesehen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das von Eulerscher Zahl feil interpretiere, was man natürlich machen könnte, wäre so eine Art, ich würde es Histogrammbildung nennen, also dass man sagt, ich lege mir einmal einen Array mit zwei, ich weiß, die Pixel können Farbwerte zwischen 0 bis 255 annehmen, das heißt, ich lege mir einmal am Anfang ein Array mit 256 Elementen an und dann zähle ich sozusagen, wenn ich einmal übers Bild gelaufen bin, wie oft kommt jedes Element vor und habe dann so ein Histogramm. Je nachdem, wenn es mit Random initialisiert wurde, wird es wahrscheinlich ziemlich gleich verteilt hoffentlich sein, wenn der Random Number Generator gut ist. Und dann könnte ich natürlich gucken, wie voll sind die Bins, die niedriger sind als mein Cut-off-Index, mein Threshold. Weil das sind ja alles die dunklen Pixel. Genau. Und die kann ich aufsummieren. Das könnte ich zum Beispiel machen. Ja. Wäre das effizienter? Wahrscheinlich auch, oder? Wobei. Man spart sich halt das Branchen mit dem if. Also weil ich ja dann nicht mehr gucken muss, ob es für einen Pixel zu dunkel ist, sondern den würde ich halt einfach in den entsprechenden Bin aufsortieren. Würde ich jetzt a priori nicht, also wäre ich mir unsicher, weil das hängt einfach davon ab, wie gut, also ich habe es hier mal lokal getestet. Bei mir war das mit dem Histogramm langsamer und im Aufsummieren.
Weil ich vermute, dass ich habe hier einen i7 in dem Rechner, dass der mit diesem Branch, der kann Out-of-Order-Execution, für den ist dieser eine Branch mit, ist es zu dunkel oder nicht so das Thema. Ist aber nur eine Spekulation, ich habe es nicht genauer rein geguckt. Also da war es ein bisschen langsamer, aber nicht viel. Okay. Aber auf einem System, was mit Branchen schlecht zurechtkommt, könnte es durchaus schneller sein. Oh, wow. Okay, wir haben hier 6 Leute, die tatsächlich auch die Challenge voll gelöst haben. Dann würde ich sagen, beenden wir das mal ganz kurz. Jetzt verstehe ich ihn. Er hat gesagt, das Bild ist ja für alle 200 Testfälle das gleiche. Ja, das stimmt, aber die Idee ist natürlich, wir machen das mit den 200 Testfällen nur deswegen, dass man halt sozusagen das gleiche Problem nicht mehrfach macht, um im statistischen Mittel eine robustere Aussage. Das ist einfach der Umgebung geschuldet, weil ich auf einem Multicore-System, wo zu viel parallel passiert, von einem Durchlauf unter Umständen halt Pech haben kann, wenn der Task verdrängt wurde, dass meine Zeitmessung einfach da nicht robust ist. Gut, ich mache kurz die Durchsage. Wir wollen 200 Mal wirklich das Problem lösen und nicht einmal machen und dann 200 Mal wiederverwenden. Okay, guys, second challenge is done. We have 6 people for that had the full points at this challenge, and I think one had the full points at the first challenge as well. I think was that one, but let me check. So yeah, we will do the last challenge with, maybe let me check. No, it's 2 people now. Okay, so we have multiple first places, so to speak. So you're all invited to solve the last back in a second. last challenge. We will evaluate that for until 10 past half. So third challenge and last challenge will start in round about 9 minutes. So you can take a little break. Okay. Also, wir haben jetzt tatsächlich mehrere Lösungen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Wir haben hier einmal also wenn ich ja mal kurz auf das insgesamte Leaderboard gehe, dann haben wir hier Platz 1, Platz 2, Platz 3, 4, 5 und 6. Wir haben also Platz 1, 2 eindeutig und Platz 3, 4, 5, 6 und 7 sind alle direkt mit drin, würde ich sagen. Ja, also ich würde jetzt da niemanden ausschließen wollen. Die letzte Challenge ist eine Code-Jury-Challenge. Und das ist jetzt auch für euch interessant bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ihr dürft entscheiden, wer am Ende dann die letzte Aufgabe auch gewinnt. Also wie viele Punkte derjenige hat. Beziehungsweise wer diese letzte Aufgabe gewinnt. Und der Einzige, der die letzte Aufgabe gewinnt, der wird 100 Punkte bekommen. Außer wir haben dann einen Gleichstand im Chat. Das wäre natürlich noch was, da müssen wir uns noch was überlegen. Und genau, also je nachdem kommen dann eben diese 100 Punkte hier drauf. Und ihr dürft hier gleich über eine Umfrage abstimmen. Ich hoffe, ich kann 7 Antworten an der Umfrage hinzufügen. Nein, ich darf nur 4. Deswegen hatte ich ursprünglich gesagt 4. Verdammt nochmal. Okay, dann machen wir 2 Umfragen und ihr dürft 2-mal abstimmen. Ist auch in Ordnung für mich. Okay, und dann machen wir es irgendwie sowas. Machen wir mehrere Umfragen, okay? Ihr dürft dann alle abstimmen. Und wir entscheiden zu dritt, wer das Ganze macht. Das heißt, Alexander hat ein Vote, ich habe ein Vote und ihr habt ein Vote, wer diese letzte Challenge gewinnt. Es geht einfach nur darum, wie schön der Code ist, ja, wie gut leserlich der Code ist und wie man das am besten machen kann. Ich lasse dieses Leaderboard jetzt hier mal offen, denn ich brauche die Namen, beziehungsweise ich kopiere mir die mal eben raus und switche mal kurz auf mein Gesicht, dass ich das auch machen kann. Damit wir nachher nicht aus Versehen Menschen hier drin haben, die Punkte bekommen, beziehungsweise sich jetzt noch Punkte holen. Das wollen wir ja vermeiden, ne? So. Muss ich mal ganz kurz aufschreiben. Quasi ein Einfrieren, wenn man so möchte. Das sind 7 Leute, perfekt. Okay, also. Während wir jetzt gerade noch die Pause haben für 6 Minuten, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal auch direkt über diese Lösung durch und schauen uns mal die einzige Lösung an, die wir ursprünglich für die erste Challenge hatten. So, da bist du wieder im Bild. Und genau, also ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir gucken uns die Pascalschen Triangles von Vivek Sridhar an.
Und das ist seine Lösung. So. Also mehrere Umfragen, eine topologische Sortierung mit Bonuspunkten. Genau so machen wir das. Irgendwie so machen wir das. Kriegen wir schon hin. Okay, also, siehst du den Code schon? Ja, jetzt Cool. sehe ich ihn. Also wir haben erstmal, er hat es auch über einen Vektor gemacht. Wir sehen hier oben auch schon direkt das erste, was bei mir in den Kommentaren manchmal kritisiert wurde, dass ich Using Namespace STD mache. Was sagst du dazu? Auf keinen Fall machen? Im Rahmen, dass er jetzt hier nicht viel Zeit hatte und es schnell lösen wollte, sehe ich drüber hinweg. Bei uns im professionellen Code wäre es nicht gern gesehen. Mhm. Okay, dann haben wir hier einen Vektor aus einem Vektor aus Longs als Datenpunkt sozusagen. Und er hat das Ding Pasc-Tree genannt. Finde ich süß. In einer Solve-Funktion. Wir sehen jetzt hier tatsächlich dieses Pushback, was du vorhin erwähnt hast, was offensichtlich hier für die Zeit gereicht hat. Und das ist tatsächlich nicht so der hübscheste Code, muss man leider zugeben. Aber er funktioniert. Also wir sehen hier, wir haben erstmal die Fälle, also im Endeffekt den Fall, dass a gleich 0 ist. Dann geben wir es direkt zurück. Wenn a gleich 1 ist, geben wir die 1 zurück, also den Pushback 1. Wenn, also quasi ein Element nur. Wenn wir 2 haben, dann geben wir das 1-1-Array zurück. Und ansonsten fangen wir direkt hier an zu berechnen. Das heißt, wir gehen hier von i gleich 2 bis hin zu eben unserer Aufgabenstellung und bauen uns eine neue Zeile der Pascalschen Triangles, indem wir hier sagen, okay, wir erhöhen die Zeile und zwar um jeweils 1. Das ist, glaube ich, das, was ich hier rauslese, zumindest auf den ersten Blick. Und genau, berechnen die neue Zeile eben so, dass wir hier einmal die 1 nehmen natürlich. Dann sagen wir hier, wir wollen die Berechnung von dem davor, also quasi die Berechnung halt von Pascalschen Dreiecken. Ne? Also die Zahl oben drüber plus die Zahl, die rechts davon steht. Das ist diese Berechnung hier. Und am Ende machen wir natürlich hier noch ein Modulo dieser 10 Millionen oder sowas, dieser riesigen Zahl, die wir halt vorgegeben hatten, damit die Zahlen nicht zu groß werden. Das liegt einfach daran, dass wir kein zu großes Array haben wollten, beziehungsweise zu große Zahlen haben wollten, dass das Ganze eben auch noch in einen normalen Integer reinpasst. Und dann wird hier gepushbackt. Und offensichtlich hat es gereicht tatsächlich. Also hier die Main macht im Endeffekt genau das. Die ruft einfach nur das alles auf und liest sich die Testfälle aus mit einem Cin. Also ja, wir sehen hier definitiv einen Speedcoder. Mit einem Competitive Coder kann man sagen. Denn ja, dieser Code ist sehr, sehr kompakt und sehr, sehr schnell. Aber was meinst du zu der Berechnung? Findest du es gut oder? Also es löst offensichtlich die Challenge, aber das Wort offensichtlich verrät ich zumindest jetzt nicht a priori. Also wenn ich jetzt ein Code-Review machen müsste und ich müsste sagen, geht das oder geht das nicht, bin ehrlich, ich würde es nicht rauskriegen. Ja, müsste man Testfälle für schreiben. Also genau, müsste mir durchgehen. dann Pen-and-Paper-Debugging oder wie auch immer. Das ist natürlich für mich jetzt also von der professionellen Warte her, stell dir vor, ich habe diesen Code geschrieben, du musst den reviewen und du musst sagen, ist das Ding korrekt oder nicht. Ja. Du hast Spaß. Das ist kein Spaß. Ja, genau. Genau, und deswegen, das ist immer, glaube ich, auch wichtig, wenn man jetzt in den professionellen Bereich kommt, ob ich ein Problem löse, ist eine Sache. Viel wichtiger ist meistens, wie angenehm, und das hängt auch ganz stark damit, oder davon hängt ganz stark ab, wie sehr mich meine Kollegen schätzen, wie leicht mache ich es meinen Kollegen, meinen Code zu verstehen, damit die damit arbeiten können und die seine Richtigkeit beurteilen können. In so einen Code kann ich ganz, ganz leicht einen Bug reinfüttern, den findet kein Mensch. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, 30 Minuten für so eine Aufgabe ist schon heavy. Aber ich finde, ja, wie gesagt, also respektabel. Und algorithmisch will nicht garantieren, dass sagen, ich das in 30 Minuten so hingekriegt hätte. Nee, auf keinen Fall. Also ursprünglich waren es nur 15 Minuten und er hat sogar in den 15 Minuten eigentlich hingekriegt gehabt. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also muss man einfach sagen. Ja, also auf jeden Fall krasse Leistung hier. Jetzt muss ich den Namen nochmal aussprechen. Nee, ich lasse das von ihm hier. Oder ihr. Cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserer Optimization Challenge. Davor würde ich allerdings gerne noch die dritte und letzte Challenge veröffentlichen. Und dazu gehe ich nicht auf Leaderboard, dazu gehe ich auf Challenges. So, und die dritte ist eine Refactoring Challenge. Und die enable ich gleich, wenn ich das durchgegeben habe.
Okay, guys, the last challenge is a refactoring challenge. That means you can do whatever you want to improve the code quality, to make it more beautiful. And afterwards, Alexander and me will judge your code beauty. And the YouTube chat will also judge who the prettiest code has. And the one winning that, so the one having most of the free votes, will get 100 bonus points so that we can basically calculate all the points together. I wish you much of luck, and I will enable the challenge right now. And you have time until 10 past 7. That means 7 minutes, 7:10, ja. Da kam gerade die Frage, ob man bei so einem Code die Wartbarkeit bewerten kann. Nee, natürlich nicht. Also wie gesagt, ich bitte nicht falsch verstehen. Das ist toll, also das ist eine super Leistung, was wir da gerade gesehen haben. Ich fand es nur als Beispiel schön, um einfach nochmal zu zeigen, was ist sozusagen der Unterschied zwischen Challenges und Speedhacking und was auch immer und was macht in dem Sinne professionelle Softwareentwicklung aus, weil da ist natürlich die Wartbarkeit extrem wichtig. Ja, also natürlich ist das jetzt das ist jetzt kein fertiges Codefragment, was man so machen würde, sondern das ist erstmal ein Prototyp, der funktioniert wunderbar. Jetzt wäre man dran, den zu refactoren. Und das ist im Endeffekt das, was Aufgabe 2 dann tut. Genau. Eigentlich hätten wir auch so einen Code dann nehmen können zum Refactoren, ne? Wobei wir da keine Geschwindigkeit machen könnten. Das ist ja quasi unsere Aufgabe in der zweiten Challenge gewesen, hier das Ganze zu optimieren. Ich würde hier tatsächlich einfach mal den Code von unserem First Blooder nehmen. Jetzt ist die Frage, wer von den First Blood war. Das sehe ich, glaube ich, gerade gar nicht mehr. Okay, nehmen wir einfach Completion Rank 1. Ich glaube, das war der. Und der hat jetzt hier natürlich alle 6 Aufgaben gelöst. Das heißt, er hat hier richtig nochmal Leistung rausgeholt. Und wir schauen uns das einfach mal an. Ihr habt ja vorhin die ganze Zeit den Code gesehen. Mal gucken, was ihr euch davon noch gemerkt habt. Und was wir vor allem auch gesagt haben. Also hier oben sollte man ja gar nichts ändern. Das ist ja alles genau gleich geblieben. Und sollte auch genau gleich bleiben. Und jetzt war hier Modify from here. Und das ist genau das, was wir haben sollten. Und hier unten ist schon das Modify until hier. Das heißt, er hat die beiden Funktionen auch tatsächlich schon gelöscht. Und ist hier hergegangen zu einem M-Width und mal M-Height. Woher er die hat, weiß ich allerdings gerade gar nicht. Das sind die Member. Ah, die Members gibt es ja auch noch. Ja, richtig. Er hat einfach direkt die Member. Ja gut, das ist natürlich noch viel einfacher. Gut, ja, easy. Und dann hat er einfach gesagt, ja gut, wir erhöhen X und wir gucken, ob X eben den Threshold erfüllt und setzen Dark Pixels auf 1 mehr. Und die Berechnung belassen wir einfach dabei. Das heißt, er hat sogar noch ein bisschen effizienter gemacht wie wir beide. Er hat sich einfach die Member geholt und hat quasi einfach dieses Width oder Height einfach rausgelassen. Was man natürlich auch machen kann. Was allerdings dann wirklich keinen Unterschied mehr macht. Ja, das natürlich. Also, raus. Im Endeffekt sind die ja genau dazu da. Wobei man fairerweise sagen müsste, wenn wir jetzt hier mit Unterklassen arbeiten würden, was wir hier natürlich nicht tun, dann müsste man das natürlich immer bedenken. Aber klar, hier sind wir sowieso in der Parent-Klasse unterwegs und können darauf wunderbar zugreifen. Cool. Ja, also arg viel mehr. Aber es sieht auch ziemlich übersichtlich aus, oder? Das ist sogar deutlich lesbarer als davor, muss man auch sagen. Das heißt, hier hat die Optimierung auch sehr, sehr viel noch zur Lesbarkeit beigetragen, weil wir jetzt hier einfach einen Blick drauf, wir wissen, was das Ding tut, fertig. Das ist schon ziemlich angenehm. Gut. Geh mal in die neue Aufgabe. Okay, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz in die neue Aufgabe, sodass ihr auch wisst, was wir da haben. Und ich glaube, das war gar nicht das, was ich habe. Nicht Global Leaderboard, das wollte ich nicht. Die Bosch Challenges wollte ich. So, die ersten 7 sind immer noch die ersten 7. Das ist wunderbar dann, oder? Ja, das hat. Haha, jetzt ist das Ergebnis verfälscht. Passt. Die ersten 7 sind immer noch die ersten 7. Wunderbar. Okay. Jetzt können wir uns hier mal die dritte Challenge angucken. Und nachdem ihr dann ein bisschen selber überlegen dürft, was man machen kann, beantworten wir währenddessen eure Fragen. Aber erstmal die Challenge selber. Das heißt, wir haben im Endeffekt einen ähnlichen Code wie in der vorigen Aufgabe. Allerdings um eine Funktion erweitert, die es erlaubt, einem das Bild unscharf zu machen. Und das ist die Funktion Blur. Allerdings ist die Funktion Blur nicht so hübsch, nicht so lesbar. Und deswegen wollen wir diesen Code warten und einfach lesbarer machen. Eben wie wir es auch gerade am Ende gesehen haben.
und die Funktionalität dabei auch genau gleich halten. Am Ende, weil das halt wirklich eine super subjektive Aufgabe ist, werden wir das auch bewerten. Das heißt, ihr dürft bewerten, wir beide bewerten das Ganze und dann haben wir eben einen Sieger im besten Fall. Mal gucken, ob wir uns bei 7 Leuten auf einen einigen können. Wobei ich dir ein bisschen, muss ich jetzt widersprechen, also ja, das ist natürlich richtig, Refactoring oder Wartbarkeit, Lesbarkeit und so weiter von Code ist natürlich, hat einen subjektiven Charakter, aber es gibt schon auch eine gewisse Art von Objektivierbarkeit oder so ein, also es gibt ja tatsächlich auch Metriken, die Ja. einem oder zumindest Hinweise darauf geben können, wo vielleicht der Code nicht besonders schön geschrieben ist oder wo es nicht besonders wartbar ist. Und es gibt halt einfach auch so ein Set von, wenn es mal Best Practices, die in der Industrie oder in der Community relativ weit anerkannt sind. So kann man es zwar machen und der Compiler wird es kompilieren, aber so sollte man es vielleicht besser machen, weil der Mitarbeiter, der Kollege wird es einem danken. Ja. Aber ja, natürlich, es ja. hat einen hohen subjektiven Anteil. Lass uns erstmal kurz die Aufgabe lesen und dann werden wir, denke ich, schon relativ viel sehen. Aber dann können wir auch noch drüber sprechen, was ist eigentlich das Subjektive und was ist vielleicht eher das, was alle haben. Ich muss dich mal kurz wieder verschieben, du bist sonst wieder ein bisschen arg aus dem Bild raus. So, super. Okay. Und zwar, wir haben hier unten die Funktion Blur. Das ist die Funktion und hier steht auch wieder dabei Modify from here. Und wir haben hier im Endeffekt erstmal 2 Filter defined. Und dann sehen wir hier, wir haben die Void Image Blur. Das heißt, const bool error occurred setzen wir auf erstmal false. Also das ist jetzt tatsächlich die Funktion, die wir optimieren sollen. Dann haben wir hier ein Auto Round ist gleich das da. Also ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, das dürft ihr dann selber gleich noch überlegen. Und dann haben wir hier unten eine riesige, im Endeffekt, eigentlich kann man schon Spaghetti-Code zu sagen, wenn ich das mal so sagen darf. Denn im Endeffekt, wir wollen hier alles modifizieren, um diesen Code irgendwie, oder um dieses Bild mit einem Gaußschen, ich glaube, Gaußscher Blur ist das, oder? Genau, die simpelste Version mit dem eine Zelle in jede Richtung. Ja, genau. Mit einem Dreier-Kernel dann auch. Genau, also, 3x3-Kernel. Genau. Und also das macht man ja im Endeffekt, indem man einfach den Mittelwert aus diesen 3 Pixeln nimmt. Das heißt, man nimmt das Pixel links oben, das Pixel oben in der Mitte, das Pixel rechts in der Mitte und macht es dann eben 3 mal 3 mal 3, beziehungsweise 3 mal 3, also 9 Pixel insgesamt, nimmt davon den Durchschnitt und das ist dein neues Pixel. Und das macht man halt für jeden Pixel im ganzen Bild. Und wie man da die Ränder betrachtet, da gibt es verschiedene Ansätze dafür. Das sieht dann auch immer ein bisschen anders aus, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ganz cool. Aber ja, in dem Fall geht es ja eigentlich nicht darum, ob es funktioniert oder nicht, sondern es geht erstmal darum, wir haben hier 2 Valid Booleans, die einmal false und einmal true sind. Dann haben wir einmal ein Resultat und das Ganze ist nur machbar, if no error occurred yet, sozusagen. Dann gehen wir hier einmal durch mit einer Vorschleife, checken irgendwas, machen was, dann rechnen wir hier durch mit einer Vorschleife und ich habe keine Ahnung, was da ehrlich gesagt drin passiert. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Also, ja. Genau. Jetzt hast du vorhin die Objektivität von schönem Code erwähnt. Wie misst man sowas? Was für Metriken kommen? Oder habt ihr Metriken, um sowas zu messen? Gibt es wirklich, wenn ihr was committet und es ist nicht nach diesen Metriken okay, dann wird es nicht angenommen? Gibt es auch, also zum Beispiel eine Metrik, die man bei sowas ranziehen kann, ist die zyklomatische Komplexität. Also wie viel Zweige, wie viel Branches kann ich denn hier drin nehmen? Ja. Und die sollte nicht, also ich sage da mal vorsichtig mit dieser Metrik, weil ich würde nicht sagen, wenn die 7 ist, ist es gut und bei 8 ist es schlecht, sondern eine hohe zyklomatische Komplexität ist ein Hinweis darauf, dass man sich das genauer anschauen sollte. Wenn ich ein großes Switch-Case-Statement habe, dann kann es trotzdem total übersichtlich sein, auch wenn ich vermeintlich viele Branches habe. An der Stelle würde ich behaupten, dass wenn ich es nicht selber geschrieben hätte, und ich tue mich jetzt schon schwer, weil ich habe es gestern geschrieben, und die meisten anderen, hier tut man sich total schwer, weil du hast wahnsinnig viele If-Statements, wo irgendwas auf irgendein Boolean gesetzt wird und du fragst dich, wie geht's denn dann weiter?
Also der Kontrollfluss, wie laufe ich hier eigentlich durch, ist überhaupt nicht ersichtlich durch diese ganz vielen Boolean-Flags, die irgendwo gesetzt werden und dann nachher vielleicht wieder verwendet werden oder auch nicht. Und deswegen würde ich sowas sagen, ja, zyklomatrische Komplexität kann einen auf sowas hinweisen, wobei es kann auch genauso gut sein, dass, wenn das jetzt nur der Teil wäre, dass die gar nicht so hoch ist im Vergleich zu einer anderen Funktion, die aber insgesamt trotzdem deutlich übersichtlicher ist. Ja. Aber hier Weil ist es man halt hier nicht genau weiß, was da eigentlich sich hinten dran verbirgt. genau. Ja. Hier nochmal kurz der Hinweis, genau das war das, was ich in dem Video zu Refactoring gemeint habe mit der zyklomatrischen Komplexität. Das ist ganz, ganz schlimm dafür. Also hier haben wir einmal was glaube ich, nur einmal sogar aufgerufen wird. Das ist ja nicht mal in der Schleife drin. Das heißt, wenn kein Error occurred ist, das könnte man natürlich auch vorher machen, indem man einfach sagt, if error occurred, dann gehen wir direkt raus und dann haben wir das schon mal weg. Oder wir gehen einfach direkt bei dem Error raus. Ich weiß gar nicht, wo das überhaupt gesetzt wird. Das wird gar nicht gesetzt, oder? Das kann man einfach direkt rausschmeißen. Also ich bin von was Funktionierendem ausgegangen und dann habe ich Stückchen für Stückchen versucht, es unübersichtlicher zu machen. So war die Entstehung. Und tatsächlich wird es gar nicht benutzt. Das ist aber so ein typisches Pattern, was ich einfach reinbringen wollte. Es gibt immer noch diese, ich würde sie Mythen nennen, man darf nur ein Return oder man soll nur ein Return-Statement haben. Das ist inzwischen hat sogar in den ISO-CPP-Guide als Anti-Pattern geschafft. Also man soll das bitte nicht machen, weil Multiple Return Statements sind völlig okay, wenn sie den Programmfluss klarer machen. Und hier haben wir so ein typisches Beispiel, wo es besser gewesen wäre. Nämlich, ich checke am Eingang meiner Funktion irgendwas und wenn es nicht erfüllt ist, dann will ich nichts tun, dann will ich abbrechen. Ja. Da könnte ich einfach, wie du es gesagt hast, gleich einen Return machen. Dann würde eventuell ein Fanatiker sagen, ja, jetzt hast du aber 2 Return Statements, das geht ja nicht, ich darf nur ein Return Statement haben. Nee, das macht die Funktion viel übersichtlicher, wenn du sagst, ich breche hier ab, wenn ein Fehler passiert ist, anstatt ich setze hier irgend so ein Flag, was ich dann wieder überprüfen muss und dann schachtle ich die ganze Funktion eine Ebene tiefer. Das macht es viel, viel unübersichtlicher. Also, und es wird an dem, und ich mal gucken, ob es auffällt, das Error occurred wird tatsächlich nirgendwo benutzt, sondern es wird oben auf False gesetzt. Genau, also das ist hier einfach direkt am Anfang schon auf False. Wobei man da vielleicht auch noch kurz sagen muss, es gibt sogar Sprachen, die dafür einen eigenen Typ entwickelt haben, beziehungsweise ein eigenes Statement entwickelt haben. Bei Solidity zum Beispiel gibt es dieses Require. Damit kannst du wirklich prüfen, ob Bedingungen im Vorfeld erfüllt sind. Und bei Java gibt es das in den Docs vorne dran im Endeffekt, dass du überprüfen kannst, ob was erfüllt ist und nur dann wird der Code überhaupt ausgeführt. Das heißt, du hast da eigentlich schon eine Art Check, ob das in Ordnung ist. Und falls nicht, hast du auch einen Return, im Endeffekt einen Error. Also so wie das früher immer gesagt wurde, man darf nur einen Return haben, ist das gar nicht mehr so unbedingt. Das nächste, was man hier auch definitiv schon mal sagen kann, wir fangen jetzt einfach mal oben an, das hier ist schon mal seltsam definiert. Oder nicht? Du musst mir kurz, ich sehe dich immer und deinen Mauscursor mit Verzögerung. Du bist wahrscheinlich bei dem Lambda, oder? Also genau, bei dem Auto Round. Genau, ich habe sogar den Bool oben drüber für ein bisschen seltsam definiert empfunden. Also kann man aber C++ auch bietet ja tatsächlich viele Methoden der Initialisierung. Es gibt diese Brace Initialization, die ich ganz oben habe, bei dem Bool Error occurred. Es gibt die mit ist gleich, es gibt die mit dem Konstruktor. Ich habe bewusst mich hier bemüht, dass ich alle Möglichkeiten mal irgendwo verwendet habe und es völlig inkonsistent gemacht habe. Jetzt kann man die Vor- und Nachteile, ob man mit Initializern arbeitet oder mit ist gleich, hoch und runter diskutieren. Ist auch bis zum gewissen Grad, würde ich sagen, subjektives Thema. Ich persönlich bin da eher noch oldschool und mag gern das ist gleich. Aber ich habe sie hier einfach bewusst mal alle reingemischt. Ich würde empfehlen, wenn also nicht alle mischen, weil das ist noch blöder. Also wenn man den Stil konsequent durchhält, okay, oder vielleicht gibt es auch im Projekt einfach eine Guideline, die sagt, bitte Initialisierung so machen, aber die allerschlechteste Option ist, dass man einfach alle Methoden immer wild nebeneinander verwendet, weil das macht es nur noch unübersichtlicher. Ja, aber die mit den Braces sehe ich tatsächlich sehr, sehr selten. Also ich habe die, glaube ich, 1 oder 2 Mal bisher gesehen. Die wird kaum eingesetzt, oder? Die ist in den moderneren, also die ist erst in neueren Sprachstandards dazugekommen. Ich will an der Stelle jetzt, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen. Die hat unter bestimmten Umständen gewisse Vorteile, verhält sich auch ein bisschen anders und hat so ein paar, aber es wäre nicht C++, wenn es da nicht ein paar tricky Details gäbe, die man damit auch wieder falsch machen kann. Natürlich. Also ein Allheilmittel ist es nicht. Welcher Standard war das, wenn ich ganz grob fragen darf?
Müsste ich nachgucken. Ich weiß nicht mehr, ob es mit 14 oder mit 11 dazu kam. 11? Okay, ist so früh schon. Okay. Und dann wurde es immer weiter, also inzwischen kann man auch zum Beispiel ja sowas machen wie, ich habe einen Array, der aus 5 Elementen besteht und mit so einer Brace dann so eine Initializer-List machen. Das ist, meine ich, nicht alles im selben Standard auf einmal eingeführt worden, sondern stückchenweise, aber das müsste ich jetzt nachgucken. Aber da kenne ich ihn tatsächlich auch, aber bei normalen Bools oder solchen Variablen habe ich den, glaube ich, 1 oder 2 Mal gesehen bisher. Ganz viel. Ich persönlich würde es nicht nutzen, weil ich finde, es ist mit ist gleich übersichtlicher, aber Geschmäcker sind da verschieden. Wahrscheinlich. Oh, wir haben noch 5 Minuten unserer geplanten Besprechungszeit. Nicht wundern an alle, die das sehen. Wir brechen nicht in 5 Minuten ab. Die Challenge, dafür haben alle Zeit, also die Teilnehmer hier Zeit, bis um 19:10 Uhr. Also noch 15 Minuten. Und danach besprechen wir natürlich auch nochmal alles. Also kein Stress. Okay, dann geht es hier natürlich weiter direkt mit dem Lambda. Das hatten wir ja schon angesprochen. Was ist das? Also, vielleicht erstmal ganz kurz für alle, die in C++ noch nie eine Lambda-Funktion gesehen haben. Also, an dieser Stelle ist das Lambda eine Methode, wie ich im Prinzip lokal innerhalb einer Funktion nochmal eine andere Funktion deklarieren kann. Macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Wofür kann ich eine Lambda-Expression sinnvoll verwenden? Nehmen wir das Beispiel, ich habe irgendwie ein Array oder egal, irgendeine Art von Containern, nehmen wir einfach mal den Array oder einen Vektor von Zahlen oder eine Liste und ich möchte mit jeder Zahl das Gleiche machen. Ich möchte jede Zahl durch 5 dividieren. Dann kann ich ganz klassisch irgendwie jedes Element und nehme das Element und multipliziere es mit 5. Oder ich könnte mir eine Lambda-Funktion schreiben, die ein Element nimmt und es mit 5 multipliziert und das Ergebnis zurückliefert und dann eine Funktion schreiben, mach für jedes Array-Element diese Lambda-Funktion. Und dann habe ich das Gleiche gemacht. Dadurch kann ich bestimmte Dinge abstrakter, kompakter, kann Reuse erhöhen, weil ich eben eine gewisse Flexibilität kriege, dass ich sozusagen einen Funktionsaufruf wie ein Parameter, wie man früher auch so ein bisschen mit Function Pointern ja arbeiten konnte, um einer Funktion nicht nur einen Parameter als Zahl mitzugeben, 5 oder 7, und dann verhältst du dich anders, sondern über einen Function Pointer sozusagen ein anderes Verhalten, indem man der Funktion eine andere Funktion als Parameter gegeben hat. Ja. Lambdas, man kann viel mit Lambdas machen, aber an der Stelle würde ich behaupten, es ist völliger Unsinn und macht den Code nur unleserlicher. Macht ihn sehr, sehr unleserlich, genau. Was sollte man dann mit so einer Funktion machen, wenn man sowas dann tatsächlich im Code hat? Auslagern? Löschen. Also entweder, wenn man es an mehreren Stellen braucht, auslagern. Ja. Jetzt bei diesem Umfang, den das Round hier hat, würde ich es einfach ersatzlos löschen und da unten an die Stelle schreiben. Ich habe das tatsächlich nicht selbst erfunden sozusagen. Also ich habe genau sowas erst vor ein paar Tagen, als ich Code gescreent habe, von uns gefunden und mich drüber amüsiert. Und deswegen dachte ich baue es an der Stelle auch ein. Also das ist ein Real-Life-Beispiel sogar. Das ist, also ja, die Funktion war natürlich ein bisschen anders, aber genau der gleiche Stil. Ja, das ist interessant. Das ist schön, auch solche echten Beispiele dann am Ende zu sehen. Und dann haben wir hier unten direkt das Old Data definiert als neues Array mit eben im Endeffekt der Größe des Bildes. Und dann wird erstmal direkt hier das Ganze rüber kopiert in unser Old Array. Was hältst du davon? Das sieht jetzt erstmal unschön aus, aber Memcopy ist natürlich einfach deutlich schneller, als das irgendwie elementweise zu tun. Man könnte es natürlich, also es ist die einfachste Implementierung, es zu machen, deswegen habe ich es auch so gemacht, um die Leute nicht unnötig zu verwirren. Man könnte natürlich hier jetzt überlegen, wenn ich mir diesen Kernel angucke, der ist ja 3x3, dann brauche ich ja nicht das komplette Bild doppelt, sondern ich brauche eigentlich nur die Zeilen, durch die ich schon durchgelaufen bin, die jeweils letzte Zeile und die aktuelle Zeile doppelt. Also könnte man hier auch speichersparender arbeiten. Dann wird es aber deutlich verwirrender. Deswegen habe ich mich für die einfache Variante entschieden, einfach das ganze Bild zu doppeln. Das ist nicht die speichersparende Lösung. Ja. Macht es manchmal Sinn, sich für die ineffizientere ineffizientere Code-Lösung zu entscheiden, wenn man dadurch viel, viel saubereren Code hat? Definitiv. Das ist immer genau die Frage mit dem, was ist mein Designtreiber? Also wie wichtig ist für mich Lesbarkeit, wie wichtig ist für mich Wartbarkeit, wie wichtig ist für mich Ausführungseffizienz, und erst wenn ich sozusagen weiß, wo soll ich meine Priorität hinlegen, kann ich mir entscheiden, wie implementiere ich es. Und manchmal kann man ja auch einfach mit dem ineffizienteren Code, dafür lesbarerer Code anfangen und dann kann man es am Ende noch wegoptimieren, in eine separate Funktion packen und vielleicht
sogar beides noch anbieten. Also das habe ich zum Beispiel schon gesehen, dass man erstmal eine Funktion hatte, die alles schön gezeigt hat, so wie es sein sollte, und dann unten drunter gezeigt hat, hier, das ist die optimierte Variante, das ist quasi dasselbe. Also Kann man auch jetzt machen. zum Beispiel in diesem Beispiel würde ich, wenn es mir nicht wehtut, mit dem Kopieren des Bilds anfangen, weil einfach es ist viel leichter verständlich. Und jetzt stellen wir uns vor, wir machen das und nachher kommt der Kunde und sagt, oh, eigentlich wollte ich das Blurren aber ein bisschen anders haben und ich brauche nicht einen 3x3-Filter, sondern ich brauche einen 5x5 Filter-Kernel. Ja, wenn ich jetzt schon das speichereffizient programmiert habe mit genau dieser einen Zeile drüber, dann kann ich jetzt an allen möglichen Stellen wieder was anfassen und habe richtig viel Arbeit. Wenn ich über das ganze Bild einfach doppelt habe, dann muss ich nur meine Filteranwendung bearbeiten und das geht viel, viel schneller. Also auch da wäre wieder so ein Beispiel, wie sicher bin ich mir, dass ich das in der Zukunft nochmal ändern muss. Ich würde im ersten Schuss mit dem ganzen Bild fahren und es nur optimieren, wenn das tatsächlich ein Problem ist. Ja. So, über das If Not Error Occurred hatten wir ja schon kurz geredet. Ich mache hier mal kurz ein Licht an, dass ich nicht ganz so Du bist eigentlich gut beleuchtet. dunkel stehe. Sollte ich jetzt auch noch Beleuchtung machen? Bin ich zu dunkel für euch? Schreibt mir das auch mal ganz gerne kurz im YouTube-Chat. Ansonsten mache ich bei mir auch noch kurz die Beleuchtung an. Dann bin ich wahrscheinlich erstmal überbelichtet ohne Ende. Die ist nämlich sehr hell. Okay, also über das If Not Error Occurred hatten wir ja schon geredet. Das ist einfach konstant false. Wir haben es hier nicht drin. Perfekt, bin ich dunkel. Okay, wir hatten es hier nicht drin. Das heißt, kann eigentlich direkt raus. Wir können eigentlich die ganze If rausschmeißen und können uns dem Kram hier widmen. Genau. Genau. So, jetzt ist das ja allesamt eigentlich noch in keiner Schleife drin. Das heißt, die Bools sollten in der Schleife geändert werden. Ich muss mir nein, ich würde andersrum anfangen. Ja. Was will ich eigentlich mit diesen Bools erreichen? Genau. Wenn man guckt, wo sie gesetzt werden, da wird geprüft, wenn V 0 ist oder V praktisch am rechten Rand oder am oberen Rand, unteren Rand wäre es ja in dem Fall, ich dem zu nahe komme, weil der Filter ja immer noch ein Pixel weiter reicht. Genau. Ich will also genau den Fall verhindern. Die Randfälle, Jetzt genau. gibt es natürlich eine ganz viel einfache Methode. Warum starte ich denn bei V gleich 0, um dann zu prüfen, ob V 0 ist und in dem Fall irgendwas auf False zu setzen, damit ich nicht weitermache? Ich könnte auch einfach bei V gleich 1 starten und nicht bis kleiner Height gehen, sondern halt entsprechend wenn ich da schon eine Filterhöhe habe, dann könnte ich auch bei V gleich Filter Height starten und entsprechend bei Height noch die Filter Height subtrahieren in der Laufvariable, dann könnte ich mir die ganzen Bools sparen. Genau, das heißt, ich kann hier einfach sagen, ja, V ist halt mein Startwert Filter Height und hier V kleiner Height minus Filter Height. Dadurch spare ich mir im Endeffekt den kompletten Teil hier. Damit spare ich mir auch direkt diesen Boolean V valid gleich true. Und im Endeffekt genau dasselbe kann man ja auch von der Breite sagen. Das heißt, wir haben hier, und hier ist übrigens noch ein Bool, Blur Pixel ist gleich V valid. Das ist einfach genau derselbe Boolean. Ja. Kann man einfach weglassen. Das heißt, V valid ist ja dann automatisch immer true, wenn wir bei den richtigen Werten starten. Und Blur Pixel dementsprechend auch immer true. Dementsprechend kann ich den Teil hier auch einfach rauslassen. Den Teil hier kann ich rauslassen. Also mit U größer 0 und U kleiner Width minus Filter Width kann ich rauslassen, indem ich hier bei U gleich Filter Width starte und Width minus Filter Width als obere Grenze setze. Damit geht man im Endeffekt nicht mehr aus den Grenzen vom Bild raus, sondern bleibt immer da, dass wir eben keinen Fehler werfen. Das Problem ist ja, wenn wir einen Gaussian Blur machen und den Mittelwert berechnen, dass wir dann den Pixel, also wenn wir quasi den Eckpixel berechnen, müssen wir die Pixel außenrum zum Beispiel auch noch berechnen, dann haben wir sonst ein bisschen Schwierigkeiten. Wobei man die Eckpixel ja doch noch irgendwie berechnen muss. Also haben wir ja hier in der Implementierung rausgelassen. Genau. Weil der Einfachheit halber einfach gesagt hat, die Eckpixel, ich mache mir da keine Gedanken, ich wende das nur auf den inneren Teil an. Ja. Und dann ist die Implementierung so einfach nur unsinnig kompliziert. Genau. Also den Teil hier haben wir auch rausoptimiert sozusagen. Den Teil haben wir rausoptimiert. Den Teil haben wir rausoptimiert. Und am Ende stehen wir tatsächlich wieder genau vor demselben, was wir vorhin auch schon hatten. Das habe ich vorhin auch schon kurz im Chat gehabt. Und zwar, wir haben hier auch wieder Breite und Höhe.
Das könnte man jetzt auch wieder hier sehr viel effizienter gestalten, indem wir das einmal rausziehen, also beziehungsweise vielleicht sogar die M-Width von M-Height verwenden. Hier statt Breite, also der Funktion Breite und Höhe als Funktion, beziehungsweise gerade andersrum. Dadurch wird das Ganze nochmal schneller. Und wir können so das Ganze auch wieder auf eine Vorschleife reduzieren. Würdest du das machen oder ist das? Nein, weil das macht es wesentlich schwieriger mit der Adressierung nachher. Okay, also in dem Fall nicht. Gut. Ich würde die beiden Schleifen hier lassen, zumal es ja hier jetzt wirklich nicht um Laufzeiteffizienz geht, sondern um Übersichtlichkeit. Und ich glaube, also wir können ja die kompletten Ifs da alle rausschmeißen. Ja. Wir haben dann nur noch, wir laufen von V gleich 1 oder Filter Width und Height, je nachdem, wie wir es halt machen, entsprechend weit durch die U's und V's und dann wenden wir diesen Kernel da auch tatsächlich an. Und mehr bleibt dann nicht mehr übrig. Und ich hätte mich dann eher jetzt auf die Kernel-Anwendung fokussiert, weil die sieht auch noch recht unübersichtlich aus. Da komme ich gleich dazu. Hier hat doch jemand geschrieben, U und V dürfen gerne auch sprechende Namen haben. Auch das würde Kann man machen. schreiben. Kann man machen, ja. Also bei generell jetzt, wenn ich jetzt Code bei uns beurteilen würde, wenn ich eine Laufvariable habe für eine kleine Funktion, dann würde ich einen Einbuchstabenvariablen akzeptieren. Also an der Stelle würde ich, ja, es ist ein Grenzfall, aber da würde ich U und V noch akzeptieren. Ansonsten im Code würde ich ein U und V auf keinen Fall akzeptieren, sondern muss entsprechender Variablenname her. Ja. Also gerade auch bei Parametern finde ich das immer ganz, ganz angenehm und wichtig, auch wenn man entsprechende Variablen hat. In dem Fall haben wir nicht mal Variablen, von dem her ist das auch in Ordnung. Aber U und V als Laufvariablen für die Breite und die Höhe ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Wobei hätten wir nicht noch X und Y frei gehabt? Gut, wir nehmen bei Bildern oft U und V und X und Y für die physikalische, also für sozusagen physikalische Koordinaten. Genau, ja. Aber ich bin trotzdem irgendwie mit X und Y lieber warm geworden als mit U und V. Ich finde das immer noch ein bisschen weird. Ich weiß auch nicht wieso. Okay, dann lass uns hier mal kurz drüber gucken. Das erste, was man an diesen Zeilen sieht, ist, dass sie nicht reinpassen. Ja? Sie sind zu lang. Und das ist aber auch tatsächlich ein Grundthema. Zu lange Zeilen Code sollte man nicht haben. Genauso wie zu lange Funktionen sollte man eigentlich auch nicht haben. Man sollte das aufbrechen in, wenn es halt mehrere Berechnungen sind, in mehrere Berechnungen. Und wir sehen hier auch, Res ist gleich, Res plus gleich, Res plus gleich. Was wäre das Erste, was du bei so einem, Mega-Berechnung machen würdest? Das Erste wäre, mich zu fragen, was ist eigentlich Res? Und wo ist es deklariert? Da oben. Das heißt, das gäbe jetzt zum Beispiel bei uns auch eine statische Code-Analyse-Warnung. Hier wird eine Variable, nämlich irgendwo da oben, Res deklariert, dann auch noch uninitialisiert, obwohl sie gar nicht gebraucht wird an der Stelle. Also Declaration out of necessary scope. Erstmal grundsätzlich Variablen immer dort deklarieren, wo man sie braucht und nicht ganz am Anfang. Also sprich hier unten. Genau, nicht das Pattern griechische Tragödie anwenden. Kennst du das? Nicht mit diesem Namen. Also so wie früher mit diesen Reklamheften in der Schule, wo dann am Anfang irgendwie, wir führen das Stück auf, wir spielen mit, ein Integer, 2 Floats und ein Boolean und dann guckt man mal, auf welcher Seite die dann auch tatsächlich mal ihren Auftritt haben. Also Variablen möglichst dort deklarieren, wo sie auch tatsächlich gebraucht werden. Macht es viel übersichtlicher, macht es leichter nachzuvollziehen. Griechische Tragödie, finde ich schön. Genau, also das heißt, wir deklarieren eigentlich Res direkt hier oben, da wo es halt das erste Mal verwendet wird. Sprich, wir schreiben hier das erste Mal int Res ist gleich. Das erste, an was ich mich hier wagen würde, ist die Array-Index-Berechnung. Weil letztendlich, wenn wir uns angucken, wie wir das Bild adressieren, dann kann ich ja den linken und den rechten Pixel immer dadurch bekommen, dass ich 1 drauf oder 1 runter addiere. Genau, ja, richtig. Das heißt, ich könnte mir eigentlich einmal, zum Beispiel für jede Zeile, den linken oberen oder jeweils den linken Pixel, den Index und die anderen beiden dann einfach, indem ich 1 drauf addiere. Dadurch wird nicht nur spare ich Rechenzeit, sondern vor allem wird das Ding wesentlich kompakter. Ja, also im Endeffekt mit einer Vorschleife dann. Man könnte sich auch überlegen, eine Vorschleife. Die würde, wenn ich sie für gleich 3 habe, der Compiler wahrscheinlich sowieso unrollen, um die Effizienz wieder zu kriegen. Das wäre auch eine Idee. Auf die Art und Weise könnte man auch die Filtergröße aufnehmen. Das würde den Code auch vielleicht wartbarer machen. Haben wir hier nämlich auch nicht. Ja.
Also, ich meine, wir arbeiten hier zusammen mit Filter Height und Filter Width, aber faktisch nehmen wir hier unten tatsächlich, oder sind wir nicht flexibel? Wir haben immer eine Filtergröße von 3. Genau. Also wir können zwar oben mal eine 3, mal aus der Filter-Width eine 4 machen, aber es wird für den Code keinen Unterschied machen. Er wird nur dann abstürzen, weil dann stimmen die ganzen Dinger nicht mehr. Also das ist auch sowas, wo ich sagen würde, wenn was parametrierbar ist, aber ich darf den Parameter nicht ändern, weil sonst trotzdem irgendwas nicht geht, dann ist es eigentlich ein Scheiß auf Deutsch. Weil wenn ich einen Parameter habe, dann will ich den ja auch ändern können. Sonst brauche ich keinen Parameter dafür. Das heißt aber nicht, dass ich es hardcodieren würde. Also ich würde mir wirklich versuchen, eher zu einer Lösung zu kommen mit einer Vorschleife, die dann halt über die entsprechende Breite und Höhe läuft. Genau. Und ich könnte mir dann die Gewichte einfach in ein Array speichern. Ja. Also im Endeffekt macht es auch nichts, wenn man hier tatsächlich mal Vorschleifen innen drin hat. Das ist dann nicht hübsch, aber es ist tatsächlich deutlich lesbarer als das hier. Und es dient natürlich auch dem, dass wir hier Parameter setzen können. Also hier tatsächlich auch das hier einfach akzeptieren können. Dann haben wir allerdings, muss man sagen, 4 Vorschleifen ineinander. Schön ist es nicht. Ich meine, so war auch meine erste Implementierung von einem Gaussian Blur. Mhm. Ja, doch. Ich erinnere mich. So, und jetzt kann man natürlich an der Stelle sagen, ja, dann habe ich da 4 ineinander. Schön ist es nicht. Da würde sich dann vielleicht anbieten, einfach das Anwenden des Filters in eine Funktion auszulagern, weil dann rufst du an der Stelle, dann gibst du vielleicht den Center-Index mit, also was ist der Pixel, um den ich rum will, und sagst der Funktion, mach einen Gauss-Blur 3x3 um den Pixel-Center. Genau, dann kann man da noch zusätzlich den Filter mit angeben. Und dann hat man es eigentlich auch. Also dann ist es halt nur noch ein Aufruf. Es sind zwar immer noch Vorschleifen ineinander, die man, ich weiß nicht, der Compiler müsste das sogar erkennen, theoretisch, wenn man die Funktion eigentlich inline macht. Könnte der das sogar wahrscheinlich. Inline könnte das erkennen, ja. Ja, genau. Und dann haben wir hier eigentlich nicht mehr diesen ganzen. Oh, wir sind schon über der Zeit drüber. Ich sollte mal eine Durchsage machen. Ja. Der Submit-Button beim Code submitten ist ausgegrayt. Ich würde das mal ganz kurz bei mir angucken. Also bei mir funktioniert der Submit-Button. Da konnte jemand nämlich den Code nicht submitten. Okay. Okay, guys, time's over. Let's maybe have a look at the solutions. So, one of you could not submit a challenge. You can maybe share a screen, or you can maybe upload it to some code sharing platform where we can have a look at. So then we'll still take your code into account. Okay. Also, ich würde mal wieder rüber switchen auf den Code und dich natürlich. So, gut, dann lass uns doch mal ganz kurz reingucken, was die Leute hier submitted haben. Wir haben ja mal die bewerten. Genau, wir haben hier tatsächlich nur 4 Lösungen. Wie ist das möglich? 5 Lösungen. Naja, Aufgaben waren zu schwer. Ja, genau, also ich würde sagen, wir können ihnen schon noch ruhig die Zeit geben. Wir werden Aber wenn wir nur 4 Lösungen haben, ist doch perfekt, dann haben wir. Jetzt haben wir 5 Lösungen. Du hättest schneller sein müssen. Mist. Und eine Person konnte nicht abgeben. Aber ich glaube, wir haben gar nicht, also zum Beispiel 27 AK ist gar nicht hier drin in der Top-Liste. Das heißt, den müssen wir gar nicht bedenken. Den müssen wir bedenken. Den müssen wir bedenken. Ich muss kurz abgleichen. Den müssen wir nicht bedenken und den müssen wir bedenken. Also aktuell haben wir 1, 2, 3 sogar nur und eine Person wollte es hier noch teilen. Das ist super, dann haben wir sogar wirklich nur 4. Okay, das ist toll. Finde ich gut. Dann kann ich das nämlich auch mit einer Umfrage machen. Also, wir fangen an mit dem, der als erstes abgegeben hat und schauen uns mal die Submission an. Und ich hoffe, du siehst das jetzt schon. Ich scroll direkt mal runter zu dem Code hier. Okay. Ich sehe es noch nicht. Jetzt. Jetzt sehe ich es. Perfekt. Also, wir haben hier einmal immer noch den Lambda-Code. Und der Code wird hier geteilt, das ist super.
Allerdings kann ich es noch nicht sehen. Okay. Also wir haben Auto-Round, den Float, den Lambda oder die Lambda-Funktion genauso drin gelassen. Wir haben hier die Data genauso drin gelassen. Wir haben den Bool, V-Valid, int-res ist auch noch drin. Dann haben wir allerdings hier V-Valid ist gleich. Ui, das hat sich geändert. Da ist die Berechnung von der Valid-Funktion einfach direkt in eine Zeile gerutscht. Also ob der Code valid ist in eine Zeile gerutscht. Und wir laufen aber immer noch von v gleich 0 bis height hoch. Dann haben wir hier unten das Ganze in ein if gepackt und einfach noch und v-valid. Das heißt, wenn v-valid ist und die Bedingung von u-valid ist weg. Genau, das ist hier oben der zweite Bool gewesen. Wenn die beiden Bedingungen hier direkt zusammenberechnet, einfach wenn die gültig sind, dann machen wir die Berechnung. Und hier die Berechnung, die ist tatsächlich ein bisschen optimaler geworden. Das heißt nicht mehr alles so lang, sondern deutlich lesbarer. Int 32 Row ist gleich v-1 mal Breite, dann die Berechnung hiervon plus zweimal die Berechnung hiervon plus dem hier. Also im Endeffekt das zweimal und das über das viermal haben wir gar nicht gesprochen. Das ist genau die Idee, die ich vorher skizziert hatte. Genau. Der Indexberechnung. Genau. Das kann man jetzt, das sieht man jetzt auch schon schön, wenn man mit sowas, wenn man das jetzt in der Schleife noch machen wollte. Jetzt wird es langsam diese Schleifenstruktur ersichtlicher. Ja, genau. Genau. Also wir sehen hier auch tatsächlich First Row, Second Row, Third Row. Und hier sehen wir dann auch wieder Row ist gleich und dann res plus gleich. Und am Ende wird hier normalize and store the final results als mdata ist gleich static cast und dann eben das hier. Gut, das ist der, und genau, if old data, delete old data. Genau, das ist der erste Code. Das ist der erste Code, den wir hier zu bewerten haben. Und zwar von ihm hier. Ich werde keine Namen heute aussprechen, ich habe es aufgegeben. Ich öffne schon mal ganz kurz die Möglichkeiten, eine Umfrage zu erstellen. Wer hat den schönsten Code? So. Ja, nein sind nicht meine Lösung. Vielen Dank, YouTube. Aber nein, machen wir nicht. Okay. Der zweite Code, den wir in Betracht ziehen sollten, ist der von ihr seht, wen ich markiere. Ich will hier nicht anfangen, Namen auszusprechen. Das funktioniert einfach nicht. Dann werde ich nur falsche Namen aussprechen. So, der zweite Code ist define filter with 1. Oder das ist im Endeffekt gleich geblieben. Const bool error occurred gleich true. Also hier einmal doch ja, das sollte dieselbe Funktionalität haben. Das heißt, der error occurred bool ist hier drin. Die Lambda-Funktion ist hier drin. Und hier, das bleibt im Endeffekt genau gleich. Das hatten wir auch besprochen, dass das eigentlich sinnvoll ist, das einfach so zu lassen. If error occurred, bool v-valid gleich true, in res hier definiert. Wir berechnen v-valid, eigentlich genau gleich. Wir berechnen den bool blur pixel über v-valid und dann berechnen wir blur pixel und als ungleich. Also im Endeffekt so, wie es auch original drin war. Du schüttelst den Kopf. Ganze wilde Struktur noch drin. Ja. Und dann sagen wir hier if blur pixel, berechnen wir das. Ist hier überhaupt etwas anders gewesen? Ja, das ist, ich bin noch, ich tue mich gerade schwer, das Delta zu finden. Ja, das bin ich auch gerade ein bisschen am Suchen. Also unten ist eine Zeile auskommentiert. Ja, Tatsache. Die Zeile ist auskommentiert. Static Cast. Ja, aber was ist der Unterschied der auskommentiert? Oh, sorry. Round war vorher Floor. War vorher Floor? Lass mich nachgucken. Das alte Round, da wollte er vielleicht das Round ersetzen durch das, was bei Round gemacht wird, was ja an sich auch eine gute Idee ist. So, also hier hatten wir tatsächlich Round. Und hier ist es ein. Ja, also grundsätzlich ist der Code eigentlich derselbe, würde ich sagen. Zumindest kann ich keinen offensichtlichen neuen Teil entdecken. Jetzt, nachdem wir so drüber gesprochen haben. Gut. Ich kopiere mal hier kurz den Namen raus. Doch, da sagen uns die Kommentare schon, was gemacht hat. False am Anfang beim Error statt
statt false. Genau, okay, hier. Also, genau, hier ist eigentlich sogar auf true gesetzt. Genau. Das heißt, das Ding wird nie ausgeführt. Oh, nee, er hat da unten auch Oder? das Not rausgenommen. Dann finde ich den Namen aber sehr, sehr schwierig gewählt, ehrlich gesagt. Also Error occurred am Anfang auf True zu setzen und dann hier einfach das Not rauszunehmen. Dann würde ich eher ein No-Error erwarten. Ach so, ja, der hat die Variable. Also er benutzt sie zwar semantisch im gegenteiligen Genau. Bedeutung, aber er hat den Namen gleich Genau, gelassen. der Name ist noch gleich. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Das ist Ja. ich habe es gar nicht gemerkt auf den ersten Blick. Genau. Ich hab mich tatsächlich hier oben drüber gewundert und dann habe ich mich hier unten noch ein zweites Mal drüber Da gewundert. hat jemand gut aufgepasst. Ja, vielen Dank für den Hinweis, lieber Chat. Darf ich jetzt, wenn ich jetzt sage, das wäre jetzt nicht mein Clean Code Award hier, dann beeinflusse ich das Publikum nicht unangemessen, oder? Ich hoffe nicht. So, dann 27 AK und die J waren nicht in unserer Top 7 Liste. Das heißt, ich würde hier auf diesen Namen weitergehen. Ich weigere mich, Namen falsch auszusprechen. Ich will niemanden beleidigen. Deswegen lasst uns hier reingehen. Und hier sehen wir, der Bool ist, Error occurred ist immer noch gleich geschrieben. Dann haben wir hier, wir haben einen Kommentar dazu. Check if errors occurs. Round half up. Das ist quasi unser Kommentar zu dieser Funktion hier. Also im Endeffekt, er hat sehr, sehr viele Kommentare reingebaut. Das heißt, if not error occurred, ist immer noch drin, aber er checkt oder er schreibt einen Kommentar hin, ob Errors occurred sind. Initialize validation of rows and columns. Das ist quasi das Kommentar zu den beiden Booleans hier. Ist ein bisschen besser, würde ich sagen, als gar nichts zu machen, aber man kann sie auch einfach wegrationalisieren, wie wir es schon besprochen hatten. Genau. Die sind nämlich leider immer noch hier. Etwas zu kommentieren, was eigentlich sinnlos ist, macht es eigentlich noch schlimmer, weil jetzt wird der Code noch größer und also ich weiß nicht mehr, von wem der Satz stammt, aber ich finde, er ist unheimlich gut. Irgendein bekannter Mensch hatte mal gesagt, if you need a comment, this is always sozusagen eine Niederlage des Programmierers, weil you fail to express the intention of your code in any more suitable way. Also wenn ihr einen Kommentar braucht, dann habt ihr eigentlich versagt, weil ihr habt keinen besseren Weg gefunden, als es jetzt mit einem Kommentar klar zu machen. Das heißt nicht, dass man nie Kommentare machen sollte. Es gibt Dinge, wo ein Kommentar einfach einen Mehrwert bietet, den ich nicht in dem Code sonst ausdrücken kann. Zum Beispiel aber hier. Alles. Also man kann es im Code ausdrücken, aber es ist sehr, sehr kompliziert. Genau. Zum Beispiel einen mathematischen Ansatz. Warum nehme ich diesen Ansatz und nicht einen anderen? Das ist ein sinnvoller Kommentar. Aber so ein Kommentar à la initialisiere Variablen hier oder ich habe es auch schon gesehen mit irgendwie in Variablen i plus 1, das dann im Kommentar stand, jetzt erhöhe i um 1. Wenn ich in dem Kommentar den Code nochmal beschreibe, das ist sinnlos. Ja, absolut. Okay, dann haben wir hier immer noch das Blur-Pixel, gleich berechnet, glaube ich, wie im Originalcode. Und das hier ist eigentlich auch Originalcode geblieben, oder? Das hat sich nicht geändert, zumindest. Sieht ziemlich ähnlich aus. Ja, das ist eigentlich derselbe Code. Was hat sich geändert? Hat die Community hier vielleicht Änderungen festgestellt, außer den Kommentaren? Ich glaube nicht. Oh, du hast geradeaus übrigens Robert C. Martin Clean Code zitiert. Das kann gut sein. Community ist wieder mal on point. Dankeschön. Ja, kann sehr gut sein. Also ich sehe tatsächlich keinen Unterschied außer den Kommentaren. Wenn ich mir das so genau angucke. Okay, dann. Also vor allem sind diese ganzen wilden Ifs noch drin. Ja, die sind leider auch noch drin. So, dann würde ich hier tatsächlich diese Option auch noch hinzufügen in den Chat. Und wir können natürlich auch noch. Ich habe leider die letzte Lösung auch nicht bekommen. Die Screen-Übertragung hat leider bislang noch nicht funktioniert, beziehungsweise geschickt bekommen habe ich den Code auch noch nicht. Ich versuch's nochmal. Währenddessen können wir uns ja noch die. Oh, ich glaube, sie ist rausgegangen. Ja, sie ist nicht mehr im Meeting drin. Okay. Gut. Okay, dann würde ich sagen, das ist tatsächlich sind unsere 3 Leute, die es ins Finale geschafft haben, die wir bewerten sollten. Wir können uns gerne auch noch die anderen 2 angucken. Ich meine, Punkte verteilen könnten wir theoretisch auch noch. Aber, genau.
Also, dann haben wir hier einmal, genau, das ist diese wunderschöne Funktion. Hier haben wir auch wieder den Const Error Occurred Bool, wir haben das Auto Round, wir haben, Moment, haben wir mehrere Submissions? Nein, wir haben nicht mehrere Submissions. Ich habe nur gerade geguckt, ob wir vielleicht immer die falschen Submissions angucken. Aber nein, tun wir nicht. Wir haben dieselbe Art, hier den Code oder die Items zu kopieren. Wir haben den Error Occurred Bool, wir haben die Booleans. Wir berechnen die Booleans gleich. Auch hier, muss ich sagen, sehe ich eigentlich keinen besonderen Unterschied. Gut, vielleicht haben sie einfach den Code genommen, abgegeben und gesehen, dass sie den Task damit gelöst haben, was natürlich auch, korrekt ist in dem Sinne. Aber lasst uns auch noch den von Diort angucken. Hier ist der Boolean zumindest mal weg. Das hatten wir auch vorhin schon gesehen, bei dem ersten, glaube ich, war das, wo der Boolean auch weg war. Oder? Ja, war beim ersten. Die Lambda-Funktion ist noch drin, kann man ja aber auch drin lassen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und hier haben wir den Boolean VValid auf True direkt gesetzt. Und falls es nicht stimmt, dann erst auf False gesetzt. Okay, das kann man machen. Dann haben wir hier dasselbe mit U gemacht. Wir haben ihn erst auf False gesetzt und falls irgendwas passiert oder falls irgendwas hier drin ist, dann auf True gesetzt. Und dann das Folden hier applied. Das heißt hier nur gesagt, if U und V valid, dann macht das Fold. Was immer noch eine riesige, furchtbare Berechnung ist. Sogar noch mehr Berechnung, weil es alles in einer Zeile ist. Holy moly. Und dann M-Data gesetzt. Wow. Okay, das ist sehr, sehr viel. Okay, und das war die letzte Submission. Wie gesagt, diese zwei letzten, die müssen wir gar nicht bewerten, sondern nur die erste, die zweite und die von Zhang Yu. Genau. Und ich würde jetzt mal die Community schon mal abstimmen lassen. Ich glaube, du kannst die Frage schon mal starten. Genau, ich starte die Frage. So die Frage, wo ich die Umfrage sehe. Jetzt ist sie da. Cool. Okay, dann würde ich sagen, wir besprechen noch mal ganz kurz die Lösung. Also ich zeige es noch mal ganz kurz und so lange habt ihr Zeit zum Abstimmen. Also das war unsere erste Lösung. Ich gehe noch mal kurz hier runter. Der Boolean hier oben wurde entfernt. Das hier ist gleich geblieben, also die Lambda-Funktion. Der V-Valid wurde nicht verändert, allerdings ist U-Valid rausgeflogen. Wir haben V-Valid in einer Zeile berechnet. Weiß nicht, was sagst du zu den einzeiligen Berechnungen grundsätzlich? Kommt drauf an, wie verschachtelt das if dann daraus wird. Also ich würde persönlich sagen, mehr als eine logische Verknüpfung würde ich nicht machen. Also wenn ihr auf einen Schlag rausfinden wollt, was diese Zeile 92 tut, das wird einem nicht gelingen. Da muss ich wirklich jedes Statement durchgehen und im Kopf die Logik machen. Ich würde das, wenn ich sowas brauche, in eine Funktion auslagern, die einfach dann ist, bla bla bla, die dann sozusagen beschreibt, was hier eigentlich gecheckt wird und ein Bool zurückgibt, weil das kann ich auf einen Schlag lesen. So muss ich mich reinfuchsen, was hier tatsächlich passiert. Ja. Hier also sehen wir die Funktion könnte heißen, is Indices not on border oder sowas. Oder, ja. Weil darauf wird ja im Prinzip gecheckt. Genau, ja, genau. Aber im Endeffekt, das ist, ja, also ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu lesen, aber nicht unbedingt schwieriger als davor, muss man sagen. Also davor war es auch schon schwer zu lesen. Dann haben wir hier den int32 Row, der rausgezogen wurde und jetzt hier unten steht. Und wir haben die Berechnung, die direkt hier unten stattfindet und nicht mehr oben. Okay, hier kam gerade kurz noch eine Frage rein. Dann würde ich noch mal so lange den zweiten Code-Teil dich kommentieren lassen. Vielleicht. Dann darfst du das. Der war, glaube ich, der gar nicht so wahnsinnig viel verändert hatte. Ich glaube, der zweite und der dritte, ja, genau. Genau. Der dritte hatte noch Kommentare eingefügt und beim zweiten war eigentlich im Wesentlichen alles gleich. Also hier ist ja mein ursprüngliches Machwerk. Dann habt ihr noch, sagen wir, bis um halb Zeit zum Voten. Und genau, ich zeige euch noch mal kurz den letzten Code. Also den von Zhang Yu, oder wie man ihn ausspricht. Der hier unten ist mit den Kommentaren. Das heißt, hier haben wir check if error occurs, round half up, die Copy und check if error occurs. Genau.
Gut. So, währenddessen vielleicht noch mal ganz kurz hier die Kommentare durchgehen. Ich habe jetzt natürlich länger nicht mehr Kommentare verfolgt hier. Also ich habe sie so halb verfolgt, aber es ist schwierig, alles gleichzeitig zu machen. Also ein bisschen mitgelesen. Also nochmal zum Verständnis, das war natürlich wirklich so, ich habe mich bewusst bemüht, ausgehend von irgendwas, was funktioniert und auch halbwegs ordentlich aussah, es sukzessive, Schritt für Schritt immer komplizierter und verwirrender zu machen, damit man ja auch irgendwas hier verschönern kann. Genau. Aber das sind, also die Patterns, die ich da eingebaut habe, sind alles Sachen, die mir schon mal so irgendwo begegnet sind. Und natürlich, es kam auch die Frage auf, ja, kann ich sowas überhaupt alles committen? Je nach Projekt, in den aktuelleren Projekten haben wir natürlich auch bestimmte Include-Guards in der CI-Pipeline, die beim Check-in auf bestimmte Sachen achten und eventuell den Check-in dann komplett zurückweisen, weil sie sagen, du hast Folgendes gemacht und das darfst du nicht oder sollst du nicht. Aber schlechten Stil kann man in der Regel, also gerade so verschachtelte if-Strukturen, das kann man in der Regel relativ schwer mit automatisierten Checks komplett rausfiltern. Also sowas liegt dann eher im Auge des Code-Reviewers, der das dann hoffentlich entdecken würde und anmerkt. Ja. Okay, damit sind wir fertig. Die Umfrage gewonnen hat Archer Indigo von der Community. Und das wäre tatsächlich auch mein Vote gewesen. Das wäre auch mein Favorit gewesen. Auch dein Favorit gewesen. Das heißt, wir sind uns sogar einig. Archer Indigo bekommt damit nochmal 100 Punkte. Das heißt, ihr könnt euch hier eine 200 vorstellen. Und damit haben wir 2 erste Plätze. Nämlich einmal ach, Leute. Tja, das hat wohl nicht ganz geklappt. Dritte, 95 und Archer Indigo. Die haben beide 200 Punkte. Es muss ja nicht auch immer, muss ja auch nicht immer nur einen ersten Platz geben. Zweiter Platz wäre Zhang Yu. Und genau, dann kommen alle anderen, die auch 100 Punkte haben. Ich gebe das jetzt auch noch mal ganz kurz zurück an die Leute im Meeting. Währenddessen darfst du gerne hier noch was sagen. Aber ja, auf jeden Fall schon mal danke fürs Voten. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt von den Lösungen. Das muss man auch einfach dazu sagen. Also, es kam jetzt auch von euch mehrmals die Frage, sind das so Einstellungsfragen? Ja, sowas in die Richtung der Bauart könnte durchaus kommen, weil man da natürlich wunderbar daran diskutieren kann, was würdest du denn hier ändern? To the participants. Warum? I want to especially congratulate Archer Indigo and Vive KS Rit H. Oh, I'm still talking. Sorry. So, jetzt ist er gemutet. Jetzt hoffe ich, dass ihr mich noch hört, weil ich habe jetzt kein Feedback mehr. Aber also wir würden sowas natürlich dann tatsächlich im Bewerbungsverfahren einsetzen. Nicht genau die Fragen, sonst hätte ich sie nicht hier gebracht, aber man will natürlich schon ein Gefühl dafür kriegen, wenn sich jemand als Embedded C++ Softwareentwickler bewirbt, wo stehe ich da ungefähr, von was kann ich ausgehen, was natürlich guckt man dann auch immer, was ist der Ausgangspunkt? Also komme ich als Absolvent frisch von der Uni oder bin ich jetzt irgendwie Entwicklerin mit 9 Jahren Serienerfahrung bei einem anderen Automotive-Softwareunternehmen? Da würden natürlich andere Maßstäbe angesetzt werden, das ist klar. Aber ich hoffe, es war für euch so ein ganz mal anderer Blickwinkel, wie man eben auch auf Software guckt, wenn man damit sein tägliches Brot verdient, beziehungsweise wenn man das Problem hat, dass irgendwie ein paar hundert Entwickler gemeinsam irgendwie Code entwickeln müssen und man dann hat einfach plötzlich ganz viel mehr Gesichtspunkte oder hat einen viel höheren Fokus auf sowas legt, wie gut kann ich denn als Kollege mit diesem Code arbeiten, wie gut kann ich ihn verstehen, wie einfach ist das. Irgendjemand hatte vorher im Chat auch schon gepostet, mein Zitat da von Uncle Bob aus Clean Code. Das wäre zum Beispiel auch so ein Buch, da gibt es viele dafür, was ich zum Einstieg in die Thematik sehr ans Herz legen würde. Das ist zwar jetzt nicht in C++ oder mit einer anderen Programmiersprache geschrieben, aber viele der Clean Code Prinzipien und Ideen kann man ganz gut von einer Sprache auf eine andere übertragen. Für mich persönlich, als ich noch an der Uni war, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie mein Code irgendwie übersichtlich werden könnte oder übersichtlicher werden könnte. Entsprechend sah er dann auch aus. Das ist einfach dann meistens sowas, was man erst entwickelt, wenn man mit mehreren Leuten zusammen an einem größeren Projekt arbeitet. So, ich bin auch wieder da. Sorry, dass ich gerade reingeredet habe. Ich muss irgendwie 3 Sachen gleichzeitig muten bzw. entmuten.
Aber auch vielen, vielen Dank an dich, Alexander, nochmal. Und euch als Community, danke, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Wenn wir jetzt gerade noch alle da sind, wir können gerne noch weiter die Fragen beantworten. Ich habe gerade noch ein paar gelesen. Ich weiß jetzt nur leider nicht, welche du schon beantwortet hast. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und würde dich deswegen auch mal hier ganz groß reinpacken und mich vielleicht ein bisschen größer machen. So, jetzt sind wir so nebeneinander. Also ganz neu reinkam zum Beispiel die Frage, was programmiert Bosch eigentlich gerade? Was habt ihr aktuell Projekte? Wie viele aktuelle Projekte habt ihr? Ich meine, also Fragen mit was und Bosch sind immer schwierig, einfach weil Bosch so wahnsinnig groß ist. Ich wurde vorher auch gefragt, ja, macht ihr dann nur bei euch Software? Nee, natürlich nicht. Praktisch jedes Bosch-Produkt, also ob das jetzt eine Waschmaschine ist oder ein Bohrer oder eben bei uns ein Fahrerassistenzsystem oder irgendwas, wo eine Wärmepumpe, hat irgendwie einen Softwareanteil. Innerhalb vom Automobilbereich haben wir bei uns im Cross-Domain Computings Division, das ist dort, wo ich sozusagen arbeite, haben wir die softwareintensiveren Anteile gebündelt, aber im Prinzip gibt es fast nicht, na klar, also die Trennscheibe für eine Flex, ist natürlich, da ist keine Software in der Scheibe drin, aber im Prinzip gibt es kein größeres Produkt mehr bei Bosch, was nicht irgendwie auch Software beinhaltet. Und deswegen sind alle diese Fragen so, welche Programmiersprache gibt es bei Bosch oder wie viele Softwareentwickler arbeiten bei Bosch? Dafür ist Bosch einfach zu groß. Bei uns im Cross-Domain-Computing-Bereich ist es, wie gesagt, eben der Fokus auf die Themen Fahrerassistenz und autonomes Fahren, Cockpit-Technology, also diese ganzen Anzeigeinstrumente und Multimedia-Sachen, die ihr so aus eurem Auto kennt, sowie das Thema Body-Computer. Davon kriegt man als Normalfahrer eigentlich nichts mit. Also das ist irgendwie so da, wo alles Mögliche gesteuert wird, wie zum Beispiel ich drücke auf einen Knopf und dann geht die Scheibe hoch und runter oder der Blinker an. Also das ist bei uns im Bereich. Bosch allgemein, 70% Pi mal Daumen vom Umsatz sind Kraftfahrzeugtechnik, also jetzt das, was wir machen, aber das kann auch die berühmten Verbrennersysteme, Elektromotoren für ein Elektroauto etc. pp. Sein, Antriebsstrang. Anderer großer Teil von Bosch, das, was die meisten auch eher kennen, Bosch Siemens Haushaltsgeräte und die Power Tools. Wir haben auch noch Industrietechnik, Wärmetechnik, also zum Beispiel so, wie gesagt, Wärmepumpen und Co. Also eine riesen Produktpalette. Deswegen schwierig in 1, 2 Sätzen präzise zu beantworten, weil dafür ist Bosch einfach als zu groß und zu vielfältig. Ja, also ich meine, man kennt es ja auch, oder man kennt, glaube ich, viele Produkte von euch überhaupt nicht als End-Consumer. Man weiß ja gar nicht, wo das überhaupt alles drin ist. Aber hier kam auch noch eine Frage rein, die zum Beispiel Pflichtbestandteil im Lebenslauf. Gibt es da was man auf jeden Fall gemacht haben sollte? Muss man studiert haben, um bei euch anzufangen? Du hast zum Beispiel selber, glaube ich, gar nicht Informatik gemacht, oder? Nee, ich bin Physiker von Haus aus, genau. Wobei ich hatte eine informatiklastige Spezialisierung. Aber Pflichtteile im Lebenslauf. Es gibt Stellen, da ist formal ein Hochschulabschluss, also zumindest ein Bachelor, glaube ich, eigentlich Voraussetzung. Da weiß ich nicht ganz genau, wie das damit in dem Fall ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung gemacht habe. Ich kenne Fälle, die auch ohne Hochschulabschluss gekommen sind. Da weiß ich aber nicht, ob das sozusagen irgendeine Ausnahme oder wie das dann gelaufen ist. Die allermeisten Bewerber in Richtung Softwareentwicklung, die wir kriegen, haben typischerweise irgendwas in die Richtung studiert. Das kann auch ein naturwissenschaftliches Studium oder ein ingenieurwissenschaftliches Studium sein. Also wir haben sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob man sie Quereinsteiger nennt, aber ich habe irgendwie Elektrotechnik mit studiert, ich habe gern programmiert und jetzt bewerbe ich mich oder ich bin Physiker oder Mathematiker oder Chemiker. Also das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ja, aber Studienabschluss typischerweise ja. Was in den Lebenslauf rein muss, ich persönlich war da bei den Bewerbungen immer, wenn ich sie gesichtet habe, nicht ganz so, dass mir jetzt einzelne Formalitäten wichtig sind. Also brauche ich die Grundschule und nein. Will ich wissen, wo jemand studiert hat und was? Ja, natürlich. Will ich wissen, wenn jemand schon Berufserfahrung hat, wo er davor gearbeitet hat? Ja, natürlich auch. Wenn ich einen Studienabschluss oder Abi gemacht habe und ich bin Absolvent, dann wären vielleicht die Abschlussnoten auch ganz schön, einfach weil man dann das Gefühl hat, sie stehen da und der Kandidat hat nicht bewusst was verborgen. Ist es jetzt wichtig, sich in epischer Breite noch ein Anschreiben, warum ich schon immer, seit ich 3 Jahre alt bin, zu Bosch wollte? Aus meiner Sicht nein. Was ist spannend, gerade wenn ich mich in der Softwarerichtung bewerbe,
habe ich irgendwie ein Hobbyprojekt, habe ich einen Link auf meinem GitHub, wo ich irgendwie an X Projekten mitarbeite. Solche Sachen finde ich persönlich wesentlich interessanter, als jetzt irgendwie eine detaillierte Aufstellung, welche Praktika man alle gemacht hat und man ist selber irgendwie, und dann kommt man irgendwie 3 Seiten, weil man hat vom Berufspraktikum in der 9. Klasse alles aufgezählt. Also immer so ein bisschen die Frage, ist es für die Stelle, ist es relevant? Da hängt es mit zusammen, ist es fachnah oder was völlig anderes und wie lange liegt es zurück? Und dann ergibt sich es, also dann kriegt man einfach von alleine ein Gefühl, es sollte nicht mehr also wenn ein Lebenslauf 3, 4 Seiten ist, dann ist er zu lang. Ja. Wenn ihr da alles aufzählt, das ist ein guter Indikator. Wenn ich das nicht auf 1, 2 Seiten kriege, dann habe ich nicht die richtige Detailtiefe erwischt. Für uns ist einfach relevanter, gerade in der Softwareentwicklung, welche Erfahrungen habe ich diesbezüglich? Also auch welche Technologien, welche Programmiersprachen kenne ich schon, auf welchem Level kenne ich die, habe ich damit schon irgendwas gemacht, weil das gibt uns ungefähr einen Einblick, was ist so das Absprunglevel, haben wir es dort mit einem interessierten Quereinsteiger, der aber eher bei Null anfängt zu tun, oder können wir da auf relevanter Vorerfahrung aufsetzen? Mhm. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass man weiß, was man am Ende demjenigen auch zumuten kann, also wie tief derjenige vielleicht schon drin ist, und wie leicht man den dann auch bei sich einbringen kann. Jetzt gab es hier noch eine sehr, sehr coole Frage. Wie Open Source sind eure Anwendungen und kann man theoretisch Doom auf einer Bohrmaschine laufen lassen? Da muss ich jetzt einfach gestehen, ich weiß nicht genau, was die Hardwareanforderungen von Doom sind. Die werden aber nicht gigantisch hoch sein. Und ich weiß nicht, was in unseren Bohrmaschinen verbaut ist. Also ich habe schon gesehen, dass man sie auf einem Kühlschrank spielen konnte. Oder also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es geht, weil Doom einfach keine hohen Anforderungen hat und insbesondere auch keine GPU braucht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in der Bohrmaschine drin ist. Wenn ihr jetzt sagt, kann ich Doom auf einem Fahrerassistenz spielen, von der Rechenpower, definitiv ja. Also es ist auch scheinbar möglich, laut einem Kommentator hier, dass man auf einem Schwangerschaftstest Doom spielt. Okay. Also wird es wahrscheinlich auf eurer Bohrmaschine braucht halt, glaube ich, echt nicht viel Rechenzeit. Also von daher ist es wahrscheinlich durchaus drin. Zu geil. Doom auf der Bohrmaschine. Würde ich gerne sehen. Vielleicht ein Projekt, wer weiß. Das Problem ist halt eher das User Interface. Also die Bohrmaschine hat halt kein. Ja gut, es gibt ja auch Display-Bohrmaschinen. Ja, warum nicht? Und wie Open Source sind bei euch die Anwendungen? Kann man da was lesen? Im Fahrerassistenzsystem im Bereich zumindest nein. Also wir haben natürlich Bosch intern Open Source sozusagen. Nach extern in der Regel nicht, weil natürlich man auf der einen Seite ja seine eigene IP schützen möchte. Und wenn jetzt die Frage ist, wie sehr setzen wir Open Source Sachen ein? Ja, gibt es natürlich dann und wann, aber das ist dann in der Regel, also es ist nicht im Sinne, dass man sich vorstellen kann, oh, jemand findet da irgendein Open Source Projekt und es sagt, du kannst mich beliebig benutzen und dann forkt man sich das einfach in sein Projekt rein. Sowas geht auf gar keinen Fall, weil wir ja auch gucken müssen, gewisse Anforderungen bezüglich Qualität, Zertifizierung, auch Wartbarkeit, Langzeitbetreuung. Also wenn so ein Auto fährt halt typischerweise 15 Jahre rum, das heißt, ich muss auch wissen, kriege ich das in 14 Jahren noch maintained? Habe ich noch die entsprechende Umgebung, um das weiterhin zu bauen? Also deswegen ist es nicht so, man kann nicht einfach durchs Internet gehen und wenn da steht, keine Lizenz kann frei verwendet werden oder Lizenz sagt, ich kann es frei überall verwenden, auch für Commercial Use, da kann ich es nicht einfach bei mir einbauen. Einfach schon aus diesen Gründen. Aber Open Source spielt natürlich eine zunehmend größere Rolle. Aber ich bin da zu wenig drin, als dass ich es jetzt ab. Und es ist natürlich auch wieder gleiches Problem. Bosch ist groß, also ich kann da nicht eine einfache abschließende Antwort geben. Klar, natürlich, aber das ist auf jeden Fall schon mal, ja, also ich meine, es ist logisch, dass man Open Source Projekte verwendet. Das macht man ja eigentlich fast überall. Also gerade so jetzt in Richtung Betriebssysteme, natürlich haben wir auch an der einen oder anderen Stelle Unix. Klar, natürlich. Was für ein Betriebssystem läuft zum Beispiel auf einer Bohrmaschine? Also die Bohrmaschine, ich bin halt dazu weit von der Bohrmaschine. Ja, genau. Aber bei euch zum Beispiel intern oder halt auf den hardwarenahen Dingen? Entweder Lösungen, sowas wie, ich weiß nicht, ob QNX Begriff ist. Mhm. Das ist so ein Betriebssystem, also das ist sozusagen, kann man googeln, es gibt bestimmt einen Wikipedia-Eintrag dazu, das ist so ein Betriebssystem eben für so Echtzeitanwendungen, was gerade so im Automotive Embedded Bereich angesiedelt ist. Teilweise sind es aber auch einfach Eigenentwicklung. Ja, also wir bauen selber Betriebssysteme. Wow, das
Krass, voll gut. Genau, hier kam auch gerade noch eine Frage rein, ob du, und das ist, glaube ich, sowas, was man auf jeden Fall mal posten kann, wenn du magst, kannst du mir macht keinen Sinn, dann ist der Stream vorbei. Gibt es Ressourcen, die vielleicht gerade im Fahrerassistenzbereich gut sind für Leute, die sich einarbeiten wollen? Kommt ein bisschen drauf an, in was man sich einarbeiten will. Also was ich relativ schnell finden würde, also schnell nicht im Sinne von heute, jetzt sofort, aber mit ein bisschen Verzögerung oder wir können mal kurz ein eigenes vom Talk dazu machen, ist, wenn man sich in zum Beispiel Softwareentwicklung einarbeiten möchte. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, oh, mir geht es eigentlich viel eher um Automotive-Betriebssysteme oder um, wie erkenne ich denn diese blöden Hunde und Katzen oder wie unterscheide ich den Hund von der Katze in einem Videobild, oder ich komme mit und wie mache ich ein übertragungssicher und gegen Hackerangriffe gesichertes Flashen over the Air. Ja. Dann wird es schwieriger, weil dann habe ich natürlich wahnsinnigen Breite. Deswegen, ich nehme jetzt mal an, es hat sich auf Softwareentwicklung bezogen und nicht auf einzelne. Auf Geometrie des Einparkens hat er gerade geschrieben. Oder sie. Okay, Geometrie des Einparkens. Also damit vermute ich sowas, was wir als Bahnplanung bezeichnen. Also mein Auto steht hier, die Parklücke ist da. Wie muss ich meine Aktuatorik, also mein Lenkrad und meine Gasbremse ansteuern, damit ich von hier das Auto tatsächlich nach dort in die Parklücke bringe? Da gibt es natürlich intern, also müssen wir ja für jedes Parksystem machen, viel Material. Ob es da irgendwas Externes gibt, weiß ich nicht. Kenne ich mich einfach zu wenig aus. Mhm. Okay, also eher interne Dinge. Wäre aber jetzt auch bei einer Bewerbung nicht großartig relevant. Also wir würden typischerweise nicht bei einem Bewerber sagen, oh, wissen Sie genau, oder also meistens duzen wir die Leute auch relativ schnell, weißt du jetzt, wie du dieses Auto von dort in die Parklücke kriegst, und wenn du den Algorithmus nicht auswendig kennst, dann wirst du auf keinen Fall eingestellt, sondern in der Regel wären das typische Inhalte, die man sich dann bei der Arbeit selber erarbeitet, unter der Voraussetzung, dass man natürlich so ein gewisses mathematisches Rüstzeug, also das wäre jetzt wahrscheinlich ein Thema, wo gewisse Mathe-Grundkenntnisse nicht schaden würden und wo sich vielleicht ein Quereinsteiger ohne technisches Studium eher schwer tun wird, da in die engere Auswahl zu kommen. Klar, aber grundsätzlich, man muss nicht alles vorher können. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und es wird auch nicht erwartet, dass man irgendwelche Algorithmen auswendig kann. Man würde auch nicht erwarten, dass ihr sowas wie OpenCI wahrscheinlich auswendig. OpenCV, ja. Also für Rapid Prototyping mag sowas mal durchaus nützlich sein, aber für ein Serienprodukt natürlich nicht. Und das ist eigentlich auch genau die Schwierigkeit. Also wenn ich einfach gucke, was OpenCV alles so kann, dann könnte ich mich an vielen Stellen ja fragen, was machen die eigentlich bei Bosch und bei Waymo und Co.? Warum fahren denn die noch nicht schon lange autonom? Da ist doch alles schon drin. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich das irgendwie auf einem Steuergerät serienreif im Kofferraum passiv gekühlt oder unterm Fahrersitz irgendwie ein passiv gekühltes kleines Steuergerät in serienreifer Qualität, was unter allen Wetter- und sonstigen Bedingungen funktioniert. In dem Sinne, wenn man mit OpenCV rumspielt, das ist spannend und ich würde es auch durchaus im Bewerbungsgespräch erwähnen, weil es zeigt ja Interesse für die Thematik, dass es einem aber jetzt wirklich einen Benefit in der täglichen Arbeit bringt, der ist eher bei den meisten Tätigkeiten eher gering. Was vielleicht auch mal erwähnt werden muss, also ihr benutzt gar nicht so viele Libraries, wie man denkt, ihr macht halt sehr, sehr viel selber, weil es so kompakt sein muss und so knapp auch formuliert sein muss. Aber dann halt auch wirklich genau auf die Anforderungen, die ihr habt, einfach zugeschnitten ist. Genau. Und wie debuggt ihr? Das ist auch noch eine interessante überall, Frage. also Debugging ist natürlich, also im Optimalfall debugge ich in meinem Software-Debugger direkt an meinem Arbeitsplatz, weil das einfach am schnellsten geht. Aber nicht dann haben wir echten natürlich Autos. Sorry? Nicht mit echten Autos. Ja, ich lasse mich kurz den Spannungsbogen aufbauen. Sorry. Die nächste Version ist dann, ich debugge in einer simulierten Umgebung. Also da wurden echte Fahrszenen aufgezeichnet. Also alle Kamera- und sonstigen Streams wurden aufgezeichnet und ich kann es dann bei mir lokal simulieren, als ob ich jetzt im Auto fahren würde. Wir debuggen aber auch tatsächlich im echten Auto. Also ich stand auch schon bei großen, namhaften deutschen Automobilherstellern auf der Teststrecke, habe mich mit so einem Hardware-Debugger, also dann liegt dieses Steuergerät sozusagen mit so einem Gaffer-Tape irgendwo im Fußraum angeklebt und dann gehen 1000 Kabel rein und du hängst dich dann mit so einem Hardware-Debugger dran, hast einen Laptop auf dem Schoß und der Testfahrer, sagst dem, kannst du mal so ein Manöver fahren und ich gucke mir währenddessen irgendwas an oder versuche doch noch mal eine scharfe Kurve zu machen, weil wir wollen den Crash reproduzieren oder irgendwie sowas. Also das gibt es durchaus auch. Crasht das dann auch mal tatsächlich? Die Steuergeräte? Physisch? Also ich habe noch nie einen Crash mit einem Auto, jetzt eher nicht. Aber dass die Software crasht, das kann natürlich regelmäßig passieren. Klar, das ist normal, aber dazu debuggt man ja auch.
daran hängt dann halt auch also deswegen habe ich, was ich vorher meinte, man kann ja Autos nicht immer so einfach heimnehmen, daran hängt natürlich dann, wenn mit Homeoffice, daran hängt dann auch die Straßenfreigabe. Also wenn ich ein Auto habe, was eine Straßenfreigabe hat, also es auf eine öffentliche Straße darf, dann müssen schon relativ viele Teile des Autos Seriencharakter haben. Also ich will nicht, dass ich auf der Autobahn bin und mein Motorsteuergerät sagt, ups, Fehler aufgetreten, ich fahre mich mal runter. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Fail-Safe-Möglichkeiten. Ja, im Endeffekt, dass Genau. halt alles auch wirklich 1000-mal abgesichert ist. Okay, vielleicht nicht 1000-mal, aber mindestens 3-mal abgesichert ist. Aber natürlich, also gerade so jetzt auch die Safety-Mechanismen, die ja in einem Endkunde, in einem Endprodukt immer aktiv sind und auch nicht abschaltbar sind, die müssen ja auch getestet werden. Ja, natürlich. Also Aber das ist dann alles. immer grundsätzlich, also nicht auf der öffentlichen Straße, sondern das ist auf der Teststrecke. Oder wie gesagt, man versucht natürlich so viel wie möglich, ohne das physikalische Auto zu testen, einfach weil das ist viel, viel aufwendiger. Ja, natürlich. Und auch deutlich günstiger wahrscheinlich. Genau, ja. Und diese S-Klassen, die ihr da durch die Gegend düsen seht oder sonstigen, macht ja andere Hersteller ja auch, das ist in der Regel die Tests, die nehmen da meistens Szenen auf, die dann in eine Serverfarm kommen und dann irgendwie sozusagen später von dem Algorithmus wieder durchgenudelt werden können, um zu gucken, wie der sich verhält. Das heißt, ihr könnt die Testaufnahmen dann quasi verwenden, um eure Tests drauf auszuführen. Also oft macht man das so, man nimmt dann Szenen auf, dann hast du irgendwie 3000 Stunden Fahrt im Großraum Stuttgart über Land und dann sagst du, also du musst ja nachweisen, oft sowas wie 10.000, eine Notbremsfunktion muss 10.000 Stunden ohne Fehlauslösung schaffen. Ja. Und das muss ich ja mit jeder Änderung der Software wieder nachweisen, theoretisch. Also ich darf nicht sagen, ich habe das mal nachgewiesen vor 3 Monaten, jetzt habe ich ein paar kleine Bugs gefixt und das war ja nur Bugfixes, die machen ja nichts kaputt und jetzt gehe ich damit auf die Straße, sondern wird man sofort sagen, nee, Moment, du hast die Software geändert, neue Absicherung. Und dann will ich natürlich nicht das alles wieder manuell machen und das ist natürlich auch viel reproduzierbarer, wenn ich die gleichen Szenen habe. Und deswegen macht man es typischerweise so, dass man erhebliche Menge an aufgenommenen, da muss natürlich auch gucken, ich muss ja dann unterschiedliche Szenarien, ich darf nicht nur irgendwie 10.000 Stunden auf der Autobahn fahren, sondern ich will ja auch Stadtverkehr bei verschiedenen Wetterbedingungen, bei verschiedenen Umweltbedingungen, mit Fußgängern, ohne Fußgänger, andere Länder. Also das muss ich natürlich alles bedenken, das ist eine Wissenschaft für sich. Linksverkehr, wo ich Winter, Blätter auf der Straße machen Sachen plötzlich, kann sich ganz anders verhalten. Das heißt, eigentlich musst du für einen Test einmal komplett alles durchprobieren. Du musst warten, bis jede Jahreszeit mal war. Du musst, also für eine richtige Serienfreigabe, ja. Jetzt gucken wir natürlich, es gibt Teststrategien, dass ich natürlich nicht für jedes kleine Ding, wo ich bei mir über den Hof im Werk hopple, das so mache, aber für eine Serienfreigabe im Sinne, also für eine Straßenfreigabe bei uns ja. Wow. Das ist alles andere als, da hat es auch gerade schon jemand geschrieben, ich glaube jetzt einfach den Witz, da ist alles andere als mit Continuous Integration. Also intern natürlich Continuous und wir bauen also in den Projekten, wo ich zuletzt war, wir haben da jeden Tag X Softwarestände gebaut und teilweise war es auch so, man war morgens auf einer Teststrecke mit dem Autohersteller, der hat gesagt, hey, wir hätten uns eigentlich gedacht, wenn ich das mache, dass sich das ein bisschen anders verhält. Wenn es kleine Änderungen waren, haben wir das kurz eingebaut und am Abend gab es einen neuen Stand und dann ist man damit wieder ins Auto, wieder auf die Strecke gegangen. Also da durchaus Continuous, aber halt nicht Continuous im Sinne von über Nacht haben es alle 100.000 Autobesitzer, weil da muss, also technisch wäre das möglich, aber wir müssen dann halt auch den entsprechenden Absicherungsstand, weil nochmal, wenn ein Spurhalteassistenten einen dummen Fehler hat und der bei Tempo 100 denkt, ich bin in der Kurve, obwohl ich geradeaus fahre und ins Lenkrad eingreift, das hat tödliche Konsequenzen. Das darf einfach nicht auf die Straße und deswegen muss es entsprechend abgesichert sein. Ja, das heißt, ihr seid diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Dinge auch wirklich so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das ist schon auch eine Verantwortung dann auch. Ja, also ich meine, natürlich, es ist nicht so, dass man jetzt als einzelner Softwareentwickler sagt, oh, ich habe mal irgendwie, bin auf der Tastatur ausgerutscht und jetzt geht es ins Feld. Deswegen haben wir ja diese vielen Stages von Tests und Absicherung. Ja. Aber ja, man hat natürlich eine hohe Verantwortung, weil es sind halt also es sind Produkte, die bei einem Fehlverhalten durchaus Gefahr für Leib und Leben verursachen können. Ja. Das ist was anderes als bei der Waschmaschine. Ja, gut. Aber auch bei der Waschmaschine werden wahrscheinlich deutlich viel oder einige Tests laufen. Ja, natürlich, auch die, aber also der Automotive-Bereich ist da einfach nochmal anspruchsvoller. Und das macht natürlich auch das, was Einsatz von fremder Software und so angeht,
es ist oft frustrierend, das verstehe ich auch für Leute von außen, weil sie sagen, hey, wieso kann ich jetzt nicht das verwenden, das habe ich doch da auch verwenden können. Aber wir müssen dann einfach auch nachweisen können, auch Compiler bei uns, wir dürfen nicht jeden Compiler einsetzen, die müssen zertifiziert sein, auch Compiler können ja Fehler haben und Ähnliches, einfach aufgrund der Kritikalität des Produkts, was da rauskommt. Klar. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Frage bekommen, die ich auch sehr, sehr interessant finde. Gibt es Vorkenntnisse, wenn man sich auf ein duales Studium bei euch bewerben möchte? Also Vorkenntnisse, die man haben sollte. Da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich mich damit nicht auskenne. Steht das in möglichen Ausschreibungen drin? Wahrscheinlich schon, oder? Ich würde es erwarten und ich würde auch erwarten, dass die Kolleginnen von der HR-Abteilung da Auskunft geben können. Ich weiß es einfach nicht. Und sucht ihr Praktikanten? Wurde ich auch gerade gefragt? Prinzipiell immer. Praktikantenstellen werden normalerweise eigentlich immer ausgeschrieben über das Karriereportal. Perfekt. Und dann also oft sind es dann Werkstudenten. Also ich weiß nicht, ob jetzt Praktikant, Werkstudent, diese feinen Unterschiede. Meistens sind es Werkstudenten. Sehr gut. Aber wir haben auch, also ich hatte auch schon mal jemanden vom Berufspraktikum, der als Schüler war und das halt 2 Wochen gemacht hat. Hier kam auch gerade nochmal die Ergänzung. Bei einem dualen Studium werden keine Vorkenntnisse benötigt. Das wird bei 0 gestartet, was ja eigentlich auch bei einem Sinn macht bei einem Studium. Genau. Ja, also halt Vorkenntnisse im Sinne von Abitur und so, klar. Aber ja, logisch, aber halt nichts, was jetzt irgendwie Programmiersprachen und sowas wäre. Und dann noch eine Frage, vielleicht eher zu Bosch oder gerade Fahrerassistenzsysteme. Wie steht ihr im Vergleich zu Tesla? Ich glaube, man sollte immer nicht über die Konkurrenz reden. Wie stehen wir zu Tesla? Ich meine, also ich glaube, wird jeder auch zugeben, was Tesla macht, ist beeindruckend. Ich bin mir also Tesla ist, was seine Kommunikation oder Philosophie angeht, halt etwas, sag mal, schneller damit dann auch auf der öffentlichen Straße, als Bosch das vielleicht tun würde. Da sind wir, ich weiß nicht, ob das jetzt das schwäbische Gen ist oder das deutsche, aber diese berühmte deutsche Gründlichkeit, also wir testen dann halt doch lieber einmal zu viel als zu wenig. Tesla ist da, glaube ich, manchmal etwas schneller, aber generell, ich will nicht auf keinen Fall, also das ist beeindruckend einfach, was die Kollegen von Tesla da so auf die Straße gestellt haben. Auch noch eine Frage speziell zu dir. Darf man deinen Namen sagen? Also, ich meine, ja, ich heiße Alexander. Achso, oder Nachnamen ist dann wahrscheinlich gemeint. Genau, ja. Also wäre Seitzinger, aber ich weiß nicht, ob es jemandem was hilft. Wie gesagt, ich habe kein LinkedIn, also müssen wir mal drüber diskutieren. LinkedIn, aber ja. Ich habe bisher kein LinkedIn, genau. Also du hast jetzt auf jeden Fall ein paar Leute, die dich super finden. Und ich glaube, LinkedIn würden sie auf jeden Fall feiern. Ja. Zukunft von LiDAR in autonomen Autos kommentiere ich nicht, weil das also da gibt es unterschiedliche Meinungen oder Ideen. Ich weiß nicht, wer so diesen Flame War zwischen Tesla, Elon Musk und, ich habe den Namen vergessen, der jüngste Milliardär der Welt, der dieses LiDAR-Startup gegründet hat, mitbekommen hat. Das ist im Moment ein bisschen umstritten. Bosch arbeitet auch an LiDAR, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich glaube, wir können auch generell mal solche Fragen speziell zu autonomem Fahren sammeln. Das heißt, ihr könnt mir die gerne mal per E-Mail schicken, wenn ihr Fragen an Alexander habt, weil wir werden ja auch noch einen Podcast haben, das kann ich an der Stelle schon mal spoilern. Und den könnt ihr bei Spotify etc. auch angucken. Und da können wir dann, also ihr könnt uns sehr, sehr gerne die Fragen im Vorfeld schicken, irgendwie mir eine E-Mail schicken, mir auf Discord schreiben, auf Twitter. Private Nachrichten ist in letzter Zeit schwierig wegen den ganzen Scammern. Aber könnt ihr einfach mal mir schicken und dann sammle ich die und dann werde ich sie ihm alle stellen. Zumindest die möglich sind. Und genau. Ja, also ein paar Sachen, du kannst ja dann einfach im Vorfeld sagen, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Genau. Und genau, das ist das, was ihr jetzt tun dürft. Also wenn ihr irgendwelche Fragen über selbstfahrende Autos habt, dann, oder autonome Fahrzeuge, besser gesagt, muss man ja auch genauer formulieren eigentlich, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Und vielen Dank für euch, an euch, auch von der Community. Ich sehe hier gerade auch schon mehrfach Hut ab an Bosch für die geile Aktion. Und dass es ein sehr nicer Stream war. Ich habe auch vorhin schon eine Umfrage gemacht. Hat auf jeden Fall den allermeisten Spaß gemacht. Mir auch. Sehr viel Spaß sogar. Ich freue mich auf den Podcast mit dir und bald wahrscheinlich wieder eine Challenge. Wir machen mal einen Refactoring-Podcast. Das können wir gerne machen. Also die Refactoring-Serie, die steht immer aus.
Nee, also Refactoring, das merkt ihr vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich so ein Herzensthema von mir, einfach weil es entscheidet halt, also wahnsinnig darüber, wie effizient ein Unternehmen arbeiten kann, weil gut geschriebener Code ist ein Zehntel von dem Aufwand, damit zu arbeiten, wie schlecht geschriebener Code. Und ich habe es vor irgend so einen Beitrag auch gelesen, da musste ich kurz lachen, als einer geschrieben hat, ja, wir haben da so ein Ding, das traut sich kein Mensch mehr anzufassen. Das hat, glaube ich, jede größere Firma. Das haben auch wir. Ich bin da nicht stolz drauf. Aber genau sowas sollte einfach nicht passieren. Und deswegen ist mir das auch so ein Thema, was mir so wichtig ist. Und ich finde, es macht auch echt Spaß. Also, weil man hat einfach irgendwie danach was Aufgeräumteres. Ja, man räumt quasi sein Zimmer auf, weil das ist halt sein Code ist. Genau. Gut, ich danke euch allen fürs Zuschauen und bis bald wieder. Macht's gut. Genau, bis bald. Tschüss. Ciao.